Sobald es emotional wird, ist die Verhandlung tot. Behörden finde ich extrem hart. Private Unternehmen haben Druck, da bist du als Bürger machtlos. Wenn du Persönlichkeiten siehst wie Donald Trump, würdest du die als gute Verhandler oder schlechte Verhandler einschätzen? Was ihn sehr stark macht als Verhandler ist, dass er keine einzige Option ausschließt. Also die oben sind die nicht negativ aufgefallen sind. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Sag ich mal, du musst Menschen so nehmen, wie sie sind. Und würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, man kann Menschen wirklich verändern? Ein guter Tipp, dass du nach der Verhandlung, wenn du unterschreibst, immer enttäuscht bist. Du kannst von Erfolgen gar nichts lernen. Du kannst eigentlich nur von Niederlagen was lernen. Und das sehe ich beim Verhandeln auch. Intuition ist ja nichts anderes als Erfahrung und identische Situation. Musst viel Erfahrung haben und es muss eine wirklich identische Situation sein. Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Es ist ein neues Format. Wir nennen es Prinzipien des Wachstums. Und zwar werden wir dort spannende Persönlichkeiten einladen, wie zum Beispiel Jack Nasher, Jordan Belfort, Ryan Serhant und herausfinden, was sind die Prinzipien, die sie zu solch kompetenten und erfolgreichen Menschen gemacht haben. In diesem Interview sprechen wir mit Professor Dr. Jack Nasher. Er ist Verhandlungstrainer und unter anderem auch externer Berater für unsere Kunden bei Sales Hacks. Er hat Bücher geschrieben wie Überzeugt, die unter anderem Spiegel-Bestseller geworden sind. Ihn kennt man aus dem Fernsehen wie TV Total, wie aus dem NTV und viele weitere Sendungen. Und wir durften ihn heute interviewen. Was sind die Prinzipien des Wachstums von Professor Dr. Jack Nasher? Wie enttarnt man Lügner? Wie geht man mit Lügnern im eigenen Unternehmen um? Und vor allem, wie führt man die perfekte Verhandlung, um den Deal seines Lebens zu machen? Wenn du das Video bis zum Ende schaust, wirst du verstehen, warum Professor Dr. Jack Nasher an diesem Punkt in seinem Leben ist, wo er gerade ist. Und wenn dir mehr solcher Videos gefallen, dann schreib es in die Kommentare. Die meisten Leute haben dich, und auch ich hatte das ganz am Anfang, haben dich ja so als Verhandlungsexperten und ja, das war also Verhandlung war schon so das Überthema. Aber du bist ja auch noch viel mehr und hast vor allen Dingen auch noch viel mehr gemacht. Was würdest du sagen, sind so die Kernbereiche, auf die du dich heute fokussierst, und was waren so die spannendsten Dinge, ja, Stichwort mal Kriminalpolizei, Mentalismus und so weiter und so fort, die du jetzt in deiner gesamten Laufbahn, ich weiß gar nicht wie lange, bist du jetzt schon wirklich so aktiv in diesem ganzen Thema? Also, ja, es war ja so, ich meine, ich habe echt viel gemacht, ich habe viel studiert, ich fand es halt immer interessant und wusste auch nicht genau, was ich machen wollte. Also ich hatte da überhaupt ich habe immer die Leute beneidet, die so ein Ziel hatten, also völlig klar, ne? Es gibt ja so Leute, die wollten Arzt werden, ne? Schon mit irgendwie 12. Aber denen geht's oft gar nicht so gut übrigens, ist interessant, ne? Ich habe so ein paar Leute, die dann doch sehr zweifeln an dem, was sie ihr ganzes Leben gemacht haben. Und bei mir war es anders, ich habe eher Sachen gemacht, die ich so interessant fand. Meine Eltern waren da sehr offen und gesagt, ja, studier, was du willst. Ich war schon auch so immer, ja, irgendwann so Richtung Business. Ich habe mit Jura eben angefangen und habe mich dann in Vorlesungen gesetzt von Psychologie und Philosophie und fand das total interessant. Und dann habe ich irgendwie das noch studiert und bin dann nach Oxford und hatte da aber dann mein Philosophie-Psychologie-Studium beendet. Noch einen Master dann dran gehängt in Wirtschaft, auch in Oxford. Das irgendwie Business fand ich immer irgendwie interessant. Bin dann nach Deutschland zurück und habe Jura noch zu Ende gemacht. Aber das war eher, weil meine Mutter gesagt hat, Junge, das ist alles Hokuspokus, ja, Wirtschaft, was ist das? Nichts. Philosophie, ja, und das ist ja kein Studium, Psychologie. Es gibt eigentlich nur Medizin, Jura oder Enttäuschung. Ingenieur geht auch noch gut, ja. Meine Eltern Ärzte und eigentlich, ja, die fanden halt auch gut, wenn ich jetzt Mediziner geworden wäre, obwohl mein Vater gesagt, mach's nicht, hier in Deutschland ist scheiße. Meine Schwester ist schon Ärztin. Nee, dann habe ich Jura noch zu Ende gemacht, war dann Referendar und das war alles sehr unklar, ne? Was machst du dann? Ja, eine Großkanzlei fand ich interessant, habe auch ein Referendariat gemacht bei einer Wall Street Kanzlei, Skadden Arps, die größte Wall Street Kanzlei. Und das war das Haifischbecken, das Skadden war dann die Wall Street Kanzlei, da wollte ich immer hin. Dann war ich da und war echt nette Leute, coole Leute, aber die Arbeit war überhaupt nichts für mich. Weil du sitzt da den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch und schreibst Share Purchase Agreements und bis du mal Partner bist, bis es mal interessant wird, dauert es halt irgendwie 10 Jahre. Und das war auch für mich eine Enttäuschung. Und dann, was machst du dann? Dann war ich im Auswärtigen Amt bei der UNO und habe mir überlegt, okay, das ist irgendwie auch ein auswärtiges Amt, weißt du, Diplomatenkarriere, aber es heißt nicht umsonst Amt. Ne? Einmal wurde ich beim Friseur gesehen, innerhalb der Kernarbeitszeit, weil ich halt bis 22 Uhr teilweise gearbeitet habe. Mein Chef war nicht da in meinem Urlaub und dann musste ich halt Sachen machen, aber dann wurde ich gesichtet, hat mich jemand verpetzt und dann warum war ich zur Kernarbeitszeit, darf ich nicht zum Friseur oder essen oder sonst irgendwas. Scheiße. Radikal, ja. Und was hat dich damals gereizt, in dieses Haifischbecken zu gehen? Also warum fandst du das interessant? Na, ich meine, gut, wenn du so fertig bist, also wenn du lange studierst, ne, oder du studierst, dann willst du natürlich auch gefordert sein. Ne? Du willst, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey Jack, kannst du das mal machen und so, dass jemand was von dir will. Ja?
Ich glaube, das ist echt wichtig. Und auch Leute, die sich beschweren, dass sie immer im Stress sind und das Handy geht, eigentlich mögen wir das schon, gefordert, also begehrt zu sein einfach. Ne? Also gefordert auch zu sein. Und deswegen finde ich auch so Rente zum Beispiel. Ne? Ich sehe viele Leute, die in Rente gehen. Ich glaube, das ist ein schlechtes Konzept, Rente zu gehen, weil danach geht es bergab. Du bist dann nicht mehr gefordert und die ersten 3 Monate genießt du wahrscheinlich. Ne? Und dann musst du es irgendwie kompensieren, aber du bist irgendwie, ja, also alles geht runter. Ich meine, ich sehe das bei Leuten, die dann nicht mehr eben oder auch ihr Business verkaufen und nichts machen. Ich glaube, es ist gut, du musst immer irgendwas machen. Und ja, ich habe eben dieses gute Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ja, die subtile Kunst des drauf Scheißens. Mark Ronson, ne? Ja, aber ein super Buch, das hat mir echt zu denken gegeben, weil der hat gesagt, du versuchst, oder das Ziel ist, so ein sorgenfreies Leben zu führen. Und es gibt es nicht. Du wirst immer Sorgen haben. Und es ist egal was. Ein armer Mensch hat Geldsorgen, ein reicher Mensch hat Geldsorgen. Die sind halt anders, aber gefühlt sind es die gleichen Sorgen. Und das Einzige, was du entscheiden kannst, ist, über was du dir halt Sorgen machst. Ja? Und du brauchst halt irgendwas, Purpose ist jetzt vielleicht übertrieben, aber du brauchst schon irgendwie, dass du, weil sonst bist du nicht, ja, also wie Nietzsche gesagt hat, ne? Wer ein Warum hat, für den ist jedes Wie egal. Wenn du halt gar kein Warum hast, dann bist du ausgebrannt, verbitterst und das ist nicht gesund. Ja. Und das ist aber nicht leicht. Also ich arbeite auch immer wieder daran. Man kann das ja auch ändern, das Warum. Ne? Du hast erzählt, dass deine Eltern beide Ärzte waren. Hattest du denn aufgrund des Elternhauses, weil deine Eltern so erfolgreich waren im beruflichen Leben, das Bedürfnis dann auch selber wohlhabend zu werden oder erfolgreich zu werden? Oder wann hat das angefangen, dieses Bedürfnis, Erfolg und Reichtum fallen anzuziehen? Naja, gut, bei meinen Eltern war das sehr unterschiedlich. Also meine Mutter kam aus einem sehr wohlhabenden Haus, eben diese Familie, der es seit, sagen wir mal, Jahrhunderten eigentlich deutlich besser ging als uns oder auch mir. Ja. Also das war eigentlich ein sozialer Abstieg. Das war nichts Besonderes oder so. Mein Vater kam aus war Armenier und war eben die sind nach Syrien geflohen, nach Aleppo, als eben der Genozid oder was auch immer, wie man auch immer das nennt, war. Und die hatten praktisch bei Null. Also die hatten da viel Land vorher und die hatten halt alles verloren und haben dann praktisch als Immigrants in Aleppo sich was aufgebaut, aber nicht so viel. Also die hatten sehr viele Kinder und so weiter. Und mein Vater eben, der war Chirurg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Ärzte auch in Deutschland, das ist eine große Erfolgsgeschichte. Also das ist okay, also auch für meine Familie, die waren eigentlich, alle kamen aus so einem hohen auch mein Vater und meine Mutter sowieso. Also das war nicht, hey, wir reißen jetzt was, sondern die waren aber Ärzte, weil sie ihren Job mochten oder weil sie Ärzte werden wollten. Gerade meine Mutter, die ist immer noch, die praktiziert, die ist über 70, aber hat immer noch ihre Praxis, jetzt mit meiner Schwester zusammen. Aber es war eher so und tatsächlich merkst gerade bei Familien, die lange wohlhabend sind, auch im Weltbild meiner Mutter, war das eher so, also Geldmacherei war eher negativ besetzt. Echt? Ja, also das Wort Geldmacherei hat lange gedauert, bis ich das als nicht was Negatives gesehen habe. Ja, also überhaupt die Idee, dass man mit etwas Geld verdient. Und das siehst du ja, diese Gedanken gibt es ja auch jetzt immer noch hier, ne? Dass das Geldverdienen eigentlich was Schlechtes ist. Dass man, ja, aber das als was Vulgäres eigentlich ist. Und mich davon auch zu lösen, zu sagen, ja, Moment mal, das ist eigentlich Wert schaffen. Ne? Das sage ich auch meinen Seminarteilnehmern. Wirtschaft kommt von Wert schaffen. Und warum will ich, dass die Leute Deals machen? Weil es danach allen besser geht. Ja, wenn du mir irgendwas verkaufst, in dem Moment geht es mir besser, weil ich das ja will, das löst ein Problem von mir und dir geht es auch besser, weil du halt mein Geld willst, was ja auch völlig legitim ist. Also deswegen wächst ja Wirtschaft immer, weil jeder Deal sorgt dafür, dass es beiden besser geht. Klack, 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 wird immer besser. Und insofern, nee, ich wurde überhaupt nicht ehrgeizig, zum Ehrgeiz erzogen, überhaupt nicht. Nee. Gab es dann so einen Moment, wo du gesagt hast, so reicht jetzt Raus aus dem Elend. Ja. Nö, den Moment gab es nie. Nee, kann ich nicht sagen. Also ist immer schön, ich lese immer gerne Biografien und dann sind immer so Schlüsselerlebnisse. Ich hatte eigentlich fast nie Schlüsselerlebnisse. Das war immer so ein schleichender Prozess und irgendwie war es dann halt so. Okay. Aber ich war dann dort oder wie Hitler und dann beschloss ich, Politiker zu werden. Also nicht, dass ich mich jetzt will, aber ich sag so Kernmomente, nee, also war jetzt wenig, ja. Aber ich glaube, also ich habe beobachtet, es gibt so zwei Sachen. Die einen, die wollen so raus aus der Armut und dann gibt es halt so Menschen, das ist halt auch ein weiterer großer Treiber, das ist Neugierde. Und manchmal, ich habe so ein bisschen auch bei dir das Gefühl, wenn man sich so deine Vita anschaut, dann
dann ist schon starker Drang, so Sachen zu erfahren und neue Sachen zu lernen, ja irgendwie schon da, oder? Ja, genau. Also bei mir war es echt eher so, ich habe halt irgendwie die Uni, hat mich total geflasht. Einfach ich war auch eben an der Campus, ich habe in Trier angefangen zu studieren und das ist eine Campus-Uni, das heißt, alle Fachbereiche sind an einem Fleck. Und ich dachte mir, also wirklich, ich kam da halt und da hatte so viel Wissen, ich habe das Vorlesungsverzeichnis genau studiert und bin überall hin, was mich interessiert hat. Ich dachte, wie geil ist das? Ich sitze da, kann mir alles anschauen und von so vielen Leuten lernen und auch mit denen diskutieren und Fragen stellen halt. Also nicht nur irgendwelche Videos sehen, sondern all diese Sachen. Und das fand ich einfach toll. Und bis heute ist diese Neugierde geblieben. Ich wurde dann Professor, obwohl ich eigentlich nie es hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, jetzt wissenschaftlich zu arbeiten. Das war eher so, ich habe gerne unterrichtet und ich habe gerne Sachen aus der Forschung genommen, weil es einfach so viel gibt. Also mein Buch zum Thema Lügen entlarven ist zum Beispiel. Das kam daher, dass ich mir dachte, wieso gibt es dazu kein Buch? Es gibt so viel Forschung dazu. Ich habe im Psychologiestudium gesehen, es gibt so viele Studien dazu mit Ergebnissen. Wie ist es möglich, dass das nicht bekannt ist, allgemein bekannt? Also, und das war eigentlich immer mein Ansatz, zu sagen, hey, es gibt so viel Wissen auf der Welt, aber das liegt brach. Das liegt in irgendwelchen wissenschaftlichen Journals. Und ich sehe mich da als Brücke sozusagen von der Wissenschaft in die Praxis. Ja? Weil mich interessiert die Wissenschaft nur so, wie kann ich das irgendwie nutzen. Aber jetzt ich selber Grundlagen habe mich nie interessiert. Ja? Sondern einfach nur das gangbar zu machen für Menschen. Und das mache ich bis heute und auch beim Verhandeln genauso. Weißt du, es gibt viele Bücher. Irgendjemand schreibt über seine tolle Erfolgsgeschichte. Aber du weißt doch nicht. Ich meine, genau wenn du Verkäufer bist. Du denkst, boah, ich bin so ein geiler Verkäufer. Ja, ich habe jetzt einen wieder, keine Ahnung, hat mir ein Verhandlungsberater erzählt, der wollte ein Auto kaufen, geht ins Autohaus. Und der Autoverkäufer belabert ihn so sehr, dass er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, er überlegt sich's. Und dann dachte er sich, was hat eigentlich der Autoverkäufer davon jetzt gelernt? Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich denkt er sich, wieder so ein nerviger Kunde. Und er wollte eigentlich kaufen. Ja, er wollte eigentlich kaufen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass so deine Praxiserfahrung lehrt dich oft wenig. Wenn du Bücher liest von Praktikern, ist es oft Blödsinn. Weil ganz andere Faktoren eigentlich dafür verantwortlich waren, dass sie erfolgreich waren. Nicht unbedingt Glück, aber vielleicht andere Faktoren, als sie denken. Wir wissen ja oft nicht, was es ist, was gerade geklappt hat. Deswegen sagen viele, du kannst von Erfolgen gar nichts lernen. Du kannst eigentlich nur von Niederlagen was lernen. Weil dann weißt du, was schiefgegangen ist. Und das ist ein interessanter Punkt. Und deswegen diese ganzen Bücher zum Thema Verhandeln oder die auf der persönlichen Erfolgsgeschichte aufbauen, die sind interessant zu lesen, aber du kannst sehr wenig davon lernen oder mitnehmen. Und das sehe ich beim Verhandeln auch. Alle Verhandlungsbücher, die von irgendwelchen Praktikern geschrieben sind, die einfach sagen, so, sind meistens nicht gut. Ja, weil das sind Sachen, die nicht funktionieren. Auch in die Wissenschaft macht ja nichts anderes, als 1000-mal das zu versuchen und dann messen wir die Ergebnisse. Das ist eine tolle Vorgehensweise. Ja, das ist eine tolle Vorgehensweise. Und davon zu profitieren, das ist mein Business. Du hast ja auch in unserem letzten Interview gesagt, das fand ich krass, das hat mich überrascht, dass man in Filmen erst recht nichts lernen kann. Vor allem in solchen großen Filmen wie Der Pate, wie bei Suits von Harvey Specter, dass das ja eher Negativbeispiele sind oder Beispiele, die in der Realität nicht existieren. Ne? Ich meine, ja, natürlich funktioniert es da. Weißt du, das ist, aber weil es ist halt ein Film, ja. Aber das ist ja nicht so, dass das wirklich klappt. Das ist ein Drehbuchautor, der meistens keine Ahnung von Verhandeln hat. Ne? Das hat ich damals schon gesagt. Die Drehbuchautoren sind die mit den schlechtesten Verträgen. Die dürfen nicht mal das Set besuchen, an dem ihr eigener Film gedreht wird meistens. Ne? Also, und weißt du, wenn einer kommt und sagt, so und so machen wir das, das ist ganz, ganz schlechtes Verhandeln. Also es funktioniert nicht. Und das ist halt, ich sehe es bei meinen Studenten, die halt, also jetzt nicht mehr so, aber Harvey Specter war so das Vorbild. Es ist keine gute Art zu verhandeln. Ja, nee, muss man sagen. Es ist ein bisschen lame zu sagen, aber so kannst du nur verhandeln, wenn du unglaublich viel Macht hast. Und da produzierst du auch viel Hass, dass die Leute tatsächlich gegen dich arbeiten. Ja. Also. Das ist ja auch eine deiner Kernphilosophien, kein Hass zu produzieren auf der Gegenseite und nicht dafür zu sorgen, dass die Person mit einem schlechten Bauchgefühl aus dem Deal rausgeht, selbst wenn du es nur durchziehen könntest. Ne? Klar, weil, weißt du, am Ende werden die Leute schaden, irgendwie. Ja? Die werden dir überlegen, wie sie dir schaden können. Ob das irgendwelche, was weiß ich, Versicherungen am Ende sind oder wenn du irgendwelche Nachträge, wenn du irgendwas noch willst, dann werden es dir richtig hart noch geben. Und das ist das Problem. Das ist übrigens auch deswegen ein guter Tipp, dass du nach der Verhandlung, wenn du unterschreibst, immer enttäuscht bist. Du musst immer enttäuscht gucken und sagen, Alter, so viel wollte ich nicht zahlen oder wie hast du das gemacht? Also im Gegenteil, im Film ist es dann oft so, hahaha, zünden sich eine Zigarre an, Thomas Crown-Affäre, ne? Zünden sich die Zigarre an und sagen, haha, sie haben viel zu viel bezahlt. Und das ist halt das Dümmste, was du in der Verhandlung machen kannst. Ja. Das erinnert mich an, weißt du an wen? An unseren Uhrenhändler.
Ja, liebe Grüße an den Kollegen. Der hat nach jedem Verkauf, ich habe kein Geld drauf gegeben. Ja, genau. Voll scheiße für mich. Stimmt, das hat er immer gemacht. Weißt du noch? Und jetzt lebt er in Monaco. Ja, genau. Hat er gut gemacht, ja. Ja, genau, weil der andere weiß ja in dem Moment nicht, hab ich jetzt einen guten Deal gemacht. Aber wenn du dann, wenn dein Gegenüber dann total enttäuscht, denkst du insgeheim, du sagst, ja, tut mir voll leid, aber eigentlich denkst du natürlich geil verhandelt. Und das ist genau der Weg sozusagen am Ende, ja. Das ist ja wirklich witzig. Ja, apropos Drehbuchautor, ich habe in deiner Vita gesehen, dass du auch mal in einem Film mitgewirkt hast. Ist das richtig? Ja, ich habe 2 Filme also Executive Producer mitproduziert. Was eher war, weil ich einfach, war ja interessant, ne? Also man kriegt ja ich bin bei vielen Sachen investiert, aber die meisten Sachen siehst du ja gar nicht. Und so ein Film, also 2 Filme, einmal ein Studienfreund von mir, so ein englische Gangster- oder Gauner-Komödie, so ein bisschen wie Snatch. Nicht so gut leider, aber auch nicht schlecht. Also es war sein Erstlingswerk, ich wollte ihn auch unterstützen einfach. Ne? Ein guter Freund von mir, nach wie vor. Und dann habe ich einen wirklich tollen deutschen Film mitproduziert, Ronny und Clyde, der auch hier beim Münchner Filmfest den 2. Publikumspreis gewonnen hat, der echt gut ist. Die erste Viertelstunde ist scheiße. Da musst du durch. Das ist einfach echt schlecht und das haben wir auch nicht besser hinbekommen. Ich weiß nicht warum, es ging einfach irgendwie nicht. Mal basierend darauf, nochmal zurück zu diesem Thema Neugierde und, keine Ahnung, Treiber und so weiter und so fort. Würdest du sagen, ich meine, du hast jetzt auch einen Psychologie-Hintergrund, würdest du sagen, man kann so Sachen, ich sag immer, wenn es zum Beispiel um Mitarbeitereinstellung geht oder was auch immer, sage ich immer, du musst Menschen so nehmen, wie sie sind und kannst nicht auf ein Potenzial hin in Bezug auf Fähigkeiten spekulieren. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, man kann Menschen wirklich verändern in ihrer Kernsubstanz? Das glaube ich nicht, aber es ist ja wie Elon Musk sagt, ne? Don't hire for skills, hire for attitude. Ne? Also gerade die Einstellung oder wie jemand so arbeitet, wie jemand so ist, ich glaube, das kannst du nicht so, oder sehr, sehr schwer jedenfalls verändern. Aber Skills kannst du schon beibringen. Ne? Also das sehe ich genauso. Aber so eine menschliche Natur ändern, da brauchst du länger als ein Menschenleben, glaube ich, dafür. Ja, also ganz offen gesprochen, wenn jemand nicht diese krasse Neugier oder diesen Drive hat, dann wird er ihn auch sehr wahrscheinlich nie bekommen. Genau, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn du Leute hast, die keinen Drive haben. Also ich habe zum Beispiel meine Familie, hast ja auch armenische Wurzeln, meine Familie väterlicherseits sind ja Armenier, die haben eine Fastfood-Kette Sanku Chicken, ja, in L.A. Sehr beliebt, wenn ihr mal vorbeifahrt, auch wirklich gut. Und die haben gesagt, die stellen keine Armenier gerne ein, weil die so einen Drive haben, so Neugierde sind, weil die den Laden immer übernehmen wollen. Ja? Die machen dann nebenan, die sagen hier, die gucken sich das an, 3 Monate später ist es schon 5-mal oder so passiert, dass nebenan ein ganz ähnlicher Laden dann von denen aufgemacht hat. Sorry, ich kündige und ja. Und ihr sagt halt, und andere, ne, also so Latinos, die arbeiten hart, die arbeiten gerne, die freuen sich, wenn sie einmal die Woche mit ihrer Familie in Disneyland dann sind oder sowas. Und that's it. Also ich will sagen, bei manchen Jobs, wo es echt harte körperliche Arbeit ist, da willst du keinen, der einen zu großen Drive hat. Ja. Du musst schon die Leute richtig platzieren, ja, in ihrem Job. Und das ist so. Also manchmal, also zu sehen, welches Naturell passt wohin. Ich glaube, das ist eine der größten auch Leadership-Eigenschaften, dass du siehst, wer eigentlich wohin gehört. Ja. Was hast du da für Parameter? Also wie erkennst du, ob jemand jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel Leadership oder Verhandlung, woran erkennst du und welche Fähigkeiten sind für dich essentiell, dass du sagst, ja Mann, das ist ein gutes Potenzial? Also erstmal musst du auch, ich meine, wir haben ja viele, also es gibt ein psychologisches Problem, das heißt der Halo-Effekt. Ja? Und dieser Halo-Effekt wurde gefunden vor über 100 Jahren von Edward Thorndike. Und der hat Folgendes gemerkt. Er hat gemerkt, dass wenn Leute Mitarbeiter bewerten, also er hat jetzt Offiziere, die sollten die Soldaten bewerten. Hat irgendwie gemerkt, komischerweise bewerten sie entweder positiv oder negativ, aber dann quer über alle Sachen positiv oder negativ. Einer, der intelligent ist dann auch ordentlicher und sportlicher. Und er meint, das macht gar keinen Sinn. Also du kannst ja intelligent sein, aber unsportlich. Aber wie kann es sein, dass alle, die intelligent bewertet werden, auch sportlicher sind? Und da hat er gemerkt, es gibt so einen psychologischen Fehler, dass wir Sachen positiv sehen oder negativ sehen und es strahlt auf alles ab. Und daher ist, wenn du Menschen bewertest, solltest du sehr differenziert vorgehen und sagen, okay, ich mag den vielleicht nicht, aber der ist schon sehr gut mit Zahlen. Oder der ist zum Beispiel, der ist so ein 9-to-5-Typ, aber für den einen oder anderen Job ist es genau das Richtige. Da brauche ich gar keinen anderen.
Weißt du, also, dass du so trennst, dass du wirklich auf die einzelnen Sachen eingehst und nicht sagst, ja, bei dem habe ich nicht so ein gutes Gefühl, bei dem habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das ist nicht so, also wir überschätzen oft unsere Intuition und dabei ist es Sympathie oder Antipathie für etwas. Übrigens bei Deals genauso. Leute machen keinen Deal, weil sie irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Dabei ist es eigentlich die Person, die sie unsympathisch finden. Aber bei ganz vielen Deals ist es völlig egal, ob die Person sympathisch oder unsympathisch ist. Ja? Du kaufst ein Auto, das ist gut oder das ist nicht gut, aber es spielt keine Rolle. Du denkst natürlich, das ist ein Betrüger, das ist was anderes. Ja? Aber so allgemeine Sympathie spielt bei vielen Sachen eine viel zu große Rolle. Und deswegen müssen wir oft lernen zu differenzieren. Bei Verhandlungen machen wir das zum Beispiel so, dass wir klaren so ein Playbook haben und die Sachen vorbereiten, damit wir uns eben davon nicht täuschen lassen. Weil Intuition ist ja nichts anderes als Erfahrung und identische Situation. Das muss beides zusammenkommen. Musst viel Erfahrung haben und es muss eine wirklich identische Situation sein. Und das ist relativ selten gegeben, wenn du mal überlegst. Dass die Situation wirklich identisch ist und dass du in genau dieser Situation Erfahrung hast. Und sonst willst du überschätzen. Verstehe. Ja, auf jeden Fall ist weites Feld. Aber so Mitarbeiterführung und so ist gar nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin eher echt in den Themen drin. Ich würde am liebsten, und das ist es auch bei uns, ich habe das mir so eingerichtet, dass, ich weiß nicht, wie involviert ihr seid bei euch. Macht ihr alle, also habt ihr einen Überblick über alles? Oder sagen euch eure Leute, sei dann und dann da? Ja, wir haben in den wichtigen Bereichen, ob es jetzt Sales, Account Management oder Buchhaltung oder wo auch immer, haben wir halt immer einzelne Player, die quasi die Mikroorganisation managen. Das heißt, wir haben dann auch Leute, die uns dann die Sachen buchen oder sagen, komm, geh dahin und mach das und ich brauche hierzu noch deine Meinung. Das haben wir schon, aber wir haben trotzdem auch noch Bereiche, besonders im Sales, weil das einfach noch so ein durchgehendes Rad ist und der Markt sich auch immer wieder verändert, sind wir schon auch ein bisschen tiefer vom Kopf her drin, um auch eine Einschätzung abzugeben. Also es ist jetzt nicht so, als wäre unsere Organisation komplett autark und unabhängig von unserer Meinung, aber es bewegt sich natürlich immer mehr in diese Richtung. Ja, man muss halt auch loslassen können. Ne? Also diese Mikromanager du tust dir keinen Gefallen, wenn du alles kontrollieren willst in deinem Unternehmen. Ne? Und ich sehe das auch bei den Mittelständlern, die ich berate. Also manche Leute, die echt bei allem involviert sind, die auch, wenn wir Seminare geben, in-house, die ganze Zeit mitreden und sich so als Seminarist sehen, weil sie wirklich alles kontrollieren. Wenn die Kaffeepause ist, jetzt machen wir jetzt schon Kaffeepause, dann guckt er mich so an und sagt, nee, noch 5 Minuten. Ich sage, halt dein Maul. Alle mitreden einfach. Ne? Und aber die Leute halten sich halt, viele glauben, sie wären halt nicht ersetzbar. Ja. Aber es hat mir einer gesagt, ein weiser alter Manager hat gesagt, dann, wenn du denkst, du bist nicht ersetzbar, dann mach mal deine Hand in Wasser, in einmal Wasser, zieh sie raus, guck, welches Loch bleibt. Ja. Du bist weg und es geht einfach weiter. Ne? Es ist einfach so. Ja. Ja, mehr als 5 Leute zu managen, das ist eine unserer Grundphilosophien. Wir sagen, okay, eine Person kann 5 Leute managen und wenn du dann mehr Leute managen willst, musst du die Person, die du managst, dazu befähigen, dass sie Leute für dich managt und dann dich reportet. Das ist so eine unserer Grundphilosophien eigentlich. Wie findet ihr denn eure Leute? Also was ist denn eure Herangehensweise? Kommen die zu euch? Also es kommt auf die Unternehmensphase an. Also als wir noch keine Kohle hatten, war das natürlich, okay, wir haben Zeit, aber keine Kohle. Das heißt, ich kann jetzt keinen Jack Nasher von der Uni hiren für, keine Ahnung, 60, 70, 80, 100.000 Euro Grundgehalt, weißt du? Und dann waren unsere ersten Mitarbeiter halt einfach diese Jungs, die unerbittlichen Drive hatten, dieses Get Rich or Die Trying Attitüde. Und sie mussten ehrlich sein, sie mussten einen moralisch guten Kompass haben, also eine richtige Ausrichtung. Aber abgesehen davon musste ich das Gefühl haben, dass wenn der nicht reich wird, dann gibt er sich die Kugel. Das ist die Attitüde, die ich gebraucht habe. Also jemand, der sich für nichts anderes interessiert hat, außer das. Weil seine Familie es gebraucht hat, weil er es gebraucht hat, egal was. Und jetzt hiren wir schon, so wie du es gesagt hast, wir hiren jetzt eher sehr themenspezifisch. Ich brauche jetzt die Position mit der Qualifikation. Der moralische Kompass und der Wertekompass muss auch richtig sein, weil ich muss ja viel Zeit mit den Leuten verbringen. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht, du hast gesagt, ja, ist eigentlich egal, ob wenn man einen Deal macht, ist eigentlich egal, ob man die Person sympathisch findet oder nicht. In der Company finde ich, ist es extrem wichtig, dass ich mit den Leuten... Gut, da siehst du die ja immer, ne? Ja. Weil mit denen verbringe ich ja teilweise mehr Zeit als mit meinen Geschwistern. Also wir achten auf moralischen Werte, den Drive, die Attitüde und wie sie sich ins
in den Rest des Teams eingliedert. Wenn diese 3 Parameter grundsätzlich passen, und wir machen einen Persönlichkeitstest. Das ist auch interessant. Wie findest du Persönlichkeitstests eigentlich? Diese Myers-Briggs, Big Five, was Ich finde die sehr interessant. Also ich meine, die werden ja immer wieder kritisiert, dass sie sagen, ja, die sind jetzt zu alt und überholt. Myers-Briggs oder DISC oder was auch immer. Insights fand ich jetzt am besten. Insights Discovery heißt der, glaube ich. Der gefällt mir am besten von den Ergebnissen. Aber ich finde es total wertvoll. Ich finde es super. Ja. Und ich finde es auch sehr akkurat. Also meiner Erfahrung nach funktionieren die ziemlich gut. Ja. Was ist dein Ergebnis beim Myers-Briggs-Test? Weißt du das? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht mehr. Ja, ich hab alle mal durchgemacht. Ich hab irgendwo zu Hause, habe ich die alle mal gestapelt. Kommandeur. ENTJ. ENTJ, ja, glaube ich auch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber bei dem einen war ich ganz am Anfang meiner Karriere und da kam Teacher raus. Und ich so, Teacher, ich will General sein oder so. Ne? Aber ja. Aber es hat sich dann bewahrheitet, ja. Vielleicht war es so eine self-fulfilling prophecy, dass ich es gesehen habe und dachte, jetzt muss ich unterrichten. Aber ja, das ist so. Ja. Also, nee, an all diese Tools, also das sind schon schöne Sachen. Es gibt ja mittlerweile auch echt welche, also wir haben ein Tool, gerade wenn wir einen Verhandlungspartner analysieren wollen, dass wir sie analysieren und da gibt es tatsächlich Software, die online crawlen und alle Informationen sammeln und dann einen Persönlichkeitstyp dir geben. Von den Profilen von den Leuten? Ja. Krass. Ja, das ist krass. Das ist das Gleiche, was Tai Lopez auch gemacht hat. Ja. Tai Lopez ist ja der zweite Speaker, den du kennenlernen wirst in Monaco. Der hat auch eine ähnliche, der hat die größte Datenbank an Persönlichkeitstestergebnissen der Welt. Und spiegelt sie immer gegeneinander, um herauszufinden, was für Erkenntnisse es daraus gibt. Ja, also wir hatten auch mal wir haben einen Profiler mal engagiert, der Menschen sozusagen lesen kann. Ich so, okay, interessant. Also wir haben ihm einfach mal Fotos geschickt. Ne? Nur anhand eines Fotos hat er wirklich dann einfach eine Sprachnachricht geschickt, 5 Minuten ein Profil und das war unfassbar akkurat. Aber was hat er so gesagt? Ja, also Der hat Grübchen und der ist jetzt... Nein, der hat gesagt, ja, das ist eigentlich, also über einen hat er gesagt, ja, ein sehr mittelmäßiger Charakter, hat noch nie ein Buch zu Ende gelesen, sehr egoistisch, also so auch so, ne? Er wusste ja gar nicht, wer das ist, hätte ja mein Bruder sein können oder so, sehr egoistisch, sehr geldgierig, nimmt überhaupt keine Rücksicht auf andere Menschen, also so krass, ja, und dachte mir, okay, also interessant, ja, und hat das bei 5 Leuten gemacht und es war echt akkurat. Und dann haben wir den Kurs gebucht, weil ich dachte, okay, das ist geil für unsere Leute, auch unsere besten Kunden. Und der konnte es uns aber nicht beibringen. 3 Tage, es hat nichts genützt. Nichts. Also er hat einfach nur gesagt, du musst die Energie fühlen. Ich fühle aber nichts. Ja, aber es gibt Energie. Ja, du musst die Energie fühlen. Ich sage, ja, es gibt, also ich weiß nicht, was der, also ich meine, der hat dann auch One-on-One-Coaching mit mir gemacht, ein paar Mal. Ja, aber weißt du, wie soll ich meine, fühl jetzt mal die Energie, David. Fühlst du sie? Und du sagst nein, ja, und jetzt geht halt nicht. Und deswegen, wir wollten das eigentlich mit dem arbeiten, dass wir das auch anwenden. Du brauchst ja nur ein Foto, aber was wir halt jetzt machen ist, wenn jemand sowas will, wir vermitteln das sozusagen an ihn einfach, dass er da halt er kann es. Also ganz offensichtlich, er kann es. Ich weiß aber nicht wie, keiner weiß wie, aber das ist schon verrückt. Ja. Heftig, ja. Aber du hast ja auch so Lügenentlarven und solche Sachen. Also du bist ja auch eigentlich versiert in diesem Thema. Gut, du schätzt jetzt wahrscheinlich nicht anhand von einer Handfläche oder einem Gesicht. Oder vielleicht machst du das doch, weiß ich nicht. Aber Lügenentlarven, Mikroexpression, das sind ja auch alles so Begriffe, mit denen du ja auch so in deinen Büchern und auch in deinen Videos immer so ein bisschen hantierst. Wie sieht's damit aus? Also Mikroausdrücke, ne, sind ja diese ganz kurzen Ausdrücke, die du zeigst in deinem Gesicht. Und es gibt ja so eine quasi Religion, die das total daran glaubt und sagt, du kannst damit Gedanken lesen und so. Das sehe ich jetzt ein bisschen distanzierter. Aber es ist halt eine interessante Technik, aber unheimlich schwer in der Anwendung. Also du musst halt wirklich immer... Aber was dir das, ich meine, und der Witz, ich habe mich ja deswegen damit beschäftigt, weil ich so schlecht daran bin. Also ich habe überhaupt keine gute Menschenkenntnis oder Lügenentlarven kann ich überhaupt nicht. Ich bin da eigentlich immer sehr naiv gewesen, sehr gutgläubig. Aber was es halt echt nützt, diese Mikroausdrücke und so, ist halt, dass du einfach weißt, okay, das, was ein Mensch fühlt, zeigt er in seinem Gesicht. Und wir unterschätzen das ja oft, denken, naja gut, jeder guckt halt irgendwie anders. Nee, in dem Moment des Gefühls zeigst du es halt in deinem Gesicht. Und diese Sekunde oder halbe Sekunde oder 25. Sekunde kann halt wirklich entscheidend sein. Du gibst ein Angebot ab, dann guckst du ins Gesicht. Wie guckt er jetzt? Weil die spielen dann natürlich Empörung, aber wenn sie es erstmal hören, na was, ja, das ist mal ein bisschen übertrieben, aber so kann es halt aussehen. Ne? Und das ist natürlich schon wichtig. Ja. Ich hab mal ein sehr interessantes Buch dazu gelesen von Robert Greene, der ja auch 48 Gesetze der Macht geschrieben hat. Das hieß aber
die Gesetze der menschlichen Natur. Da hat er auch sehr viel über so Mikroexpression gesprochen. Und dann hat er da auch so ganz viele Persönlichkeitstypen und so analysiert, auch so Narzissten und sonst irgendwas. Dass die ja wohl, und das wäre auch noch eine Frage an dich, es gibt so Menschen, die lügen, ohne zu lügen. Was ist mit denen? Ja, das ist praktisch, also Psychopathen zum Beispiel, ne? Die fühlen nichts. Oder Soziopathen fühlen auch nichts. Da kannst du es eigentlich kaum entlarven. Das geht gar nicht, oder? Also auf jeden Fall nicht über Mikroausdrücke oder so. Das geht unmöglich. Aber es gibt ja nicht so viel davon. Aber Robert Greene, interessant, das Buch Verführung gibt es in Deutschland nicht mehr. Ne? Das haben die aus dem Programm genommen. Der Verlag wegen irgendwas, ich glaube, Feministen haben sich beschwert, haben sie auch tatsächlich, ist es verschwunden. Das kostet, ja, weil mein Cousin hat es bei mir im Regal gesehen, er meinte, oh, das kostet 300 €, wenn du es haben willst. Echt? Warum? Ja. Aber jetzt, nee, verboten nicht, aber ist verschwunden. Robert Greene hat viele Bücher, die so kontrovers sind. Ne? Auch 48 Laws of Power ist auch in allen amerikanischen Gefängnissen verboten. Ne? Ja, ja. Das ist hammerhart. Ja. Aber ich muss schon sagen, also so, wenn man sich da so richtig reinliest und das so wirklich so aufsaugt, dann macht das auch was mit einem. Robert Greene hat übrigens das Gleiche gesagt, was du gesagt hast gerade. Dass er sich rein mit dem Thema Macht und Machtkonstrukte beschäftigt hat, weil er selber so schlecht darin war, weil er in der Hollywood-Filmindustrie gearbeitet hat und damit so vielen Intrigen zu kämpfen hatte, dass er einfach den Leuten geliefert war. Hattest du das in der Uni, so diesen, du hast keinen Schlüsselmoment, nee, aber war das so der schleichende Prozess in der Uni, wo du gemerkt hast, oh, die weite Welt ist doch anders als die Universität. Ich muss jetzt mal anfangen, hier zu verstehen, wie die Leute mit mir umgehen? Ja, also genau, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so ein naiver Idiot sozusagen war, aber wenn halt, ja, aber weißt du, ich meine, ich wusste halt nie, sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht, auch so also so im Alter, weil manche Leute haben es gesehen irgendwie, haben gesagt, ja, das siehst du doch, ich sehe das nicht. Ja. Und das war einfach, nee, es war eher so dieses Gefühl, dass es gibt so viel Wissen, was man verwenden kann, aber man tut es nicht, weißt du, und das ist es halt, ja, und das ist, wie gesagt, immer noch alle meine Bücher. Es gibt ja Leute, die schreiben ständig ein Buch, ja, oder Leute fragen, hey, schreibst du wieder ein Buch? Ich so, nein, ich habe nichts zu sagen. Ich habe jetzt gerade überhaupt nichts zu sagen, was irgendwie interessant oder was Neues wäre. Aber alle meine Bücher sind extrem gut recherchiert. Ich habe da jahrelang teilweise gesessen, also gerade bei Überzeugt zum Beispiel. Ne? Da ist das Literaturverzeichnis 40 Seiten lang. Ja? Und gucke halt und befasse mich wirklich sehr ernsthaft damit. Ja? Und gucke, was können wir nutzen, was noch nicht so bekannt ist. Weil es gibt wahnsinnig viel Wissen. Es gibt genug Wissen. Du brauchst eigentlich keine einzige Studie mehr, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt so viel, was total brach liegt. Ja? Und das ist eher der Schlüsselmoment zu sehen, das halt brach liegen zu sehen. Ja? Und ja, ich glaube, das ist auch gerade die Zukunft. Wobei, ja, ChatGPT kann viel von dem, was ich kann. Ja? Also einfach das zusammenfassen sozusagen, das Wichtigste. Wobei, wenn es tiefer geht, ist es leider noch nicht so gut. Ja. Was ist deine Empfehlung, wenn du mal ganz konkret, wenn du zum Beispiel jetzt in einer Verhandlung bist oder mit einem Mitarbeiter bist, der irgendwie ein Reporting oder so abgibt und du merkst dann, dass der lügt? Was machst du dann? Also sagst du ihm das dann? Empfiehlst du also so eine Lüge aufzudecken und ihn sozusagen sein Gesicht verlieren zu lassen? Ja. Oder wie machst du das? Es kommt eben darauf an, was ich von dem, wenn es jemand ist, mit dem ich öfter zusammenarbeite, wenn ich länger zusammenarbeite, dann ja. Weil ich dann die Regeln klarstellen möchte. Ja, und sage, ich sehe das, hör auf mich anzulügen. Ja, das darf nie wieder passieren, weil ich will ja nicht ständig belogen werden. Wenn es aber ein normaler Deal, also das heißt normaler Deal, wo ich jemanden nie wieder sehe, dann ist mir das relativ egal. Dann sehe ich die Verhandlungen oder sehe ich die Lüge nur als weitere Verhandlungstechnik. Das ist halt eine Verhandlungstechnik, ich sage, okay, ist mir egal. Vielleicht lasse ich ihn auch sein Gesicht wahren. Gerade bei Face Cultures, ja, also eben, oder Honor Cultures noch mehr, also gerade so Südländer. Weil wenn du den dann sozusagen bloßstellst, ist er so in seiner Ehre verletzt, dass dann auch der Deal sowieso tot ist. Ich muss mir halt vorher überlegen, will ich das riskieren? Ja. Oder sage ich, komm, es ist jetzt auch egal, ob er ein Angebot von dem anderen hatte, was höher war, ist es halt ein Bluff und fertig. Also insofern finde ich das total wichtig, auch was du gesagt hast. Sehe ich den öfter oder nicht? Ja. Und das ist halt das Entscheidende. Ich habe letztens mal so ein Zitat gelesen, wo jemand gesagt, ich glaube, es war Alex Hormozy, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo der gesagt hat, es gibt eigentlich keinen erheblichen Vorteil, richtig eingeschätzt zu werden. Was denkst du darüber? Weil vor allen Dingen jetzt auch im Hinblick auf, wir legen ja sehr viel Wert drauf. Maßgeschneiderte Anzüge, unsere Mitarbeiter laufen auch alle top rum. Auf den Messen haben die immer, also bekommen wir auch immer wieder dieses Feedback, dass die richtig gut aussehen und so. Was denkst du darüber? Ist es ein Vorteil, sich immer gut zu kleiden oder immer richtig eingeschätzt werden? Das sind eigentlich zwei Fragen. Was heißt richtig eingeschätzt? Naja, akkurat. Ja, genau. Also so ein Anzug, der transportiert ja irgendwie irgendwas. Ja, du legst Wert auf dein Äußeres, du bist vielleicht erfolgreich, vielleicht
tust du gerade nur so, als wärst du erfolgreich? Weißt du, also man kann Annahmen treffen, die irgendwie in eine Richtung, also ist es nicht schwer. Mit richtig meint er aber damit, dass man wahrheitsgemäß eingeschätzt wird? Ja. Dass man so eingeschätzt wird, wie man ist? Genau. Ah, okay. Ja. Ja, also ich meine, weißt du, Kleidung finde ich auch wichtig, aber das Wichtige ist, dass es zum Kontext passen muss. Wenn du halt praktisch in einer Branche bist, ne, wo alle Pullis tragen, also ich habe das schon gehabt, ich habe mir für Verhandlungen schon einen Strickpulli mal gekauft, dass ich nicht auffalle, sozusagen. Aber das ist halt immer das Problem, dass du natürlich auch, also ich kann ja auch ein Liedchen davon singen, halt als Lackaffe einfach wahrgenommen wirst. Und das stößt halt auf viel Ablehnung oft. Also du musst dann einen doppelten Kampf kämpfen. Ne? Auch gerade wenn du so jung bist, ja, und dann Einstecktuch und so, da bist du bei vielen in der Schublade und die denken halt schon mal Arschloch. Ja, dann hast du noch ein schönes Auto, ich meine, wenn du mit dem Rolls-Royce noch kommst, ja, mit einer goldenen Rolex und einem Einstecktuch und noch einem schwarzen Bart auch noch, ein Rauschebart, da hast du natürlich schon mal. Du schaffst dir damit halt auch viele Widerstände ein. Ja. Ne? Das muss man einfach sagen. Also das musst du halt wissen. Also insofern glaube ich, dass gute Kleidung immer eine Frage des Kontextes ist. Ja? Genau auch wie ein schönes Auto, finde ich auch eine Frage des Kontexts. Also ich vorhin auch gesagt, als wir geredet haben vor der Aufnahme, dass wenn ich in Südfrankreich leben würde, würde ich mir auch einen Rolls-Royce Cabrio vielleicht zulegen. Auch so einen alten, schönen, ja. Der völlig over the top wäre hier. Hier würde der Wagen lächerlich aussehen. Ja? Gut, in München geht es jetzt, ich bin auf der Maximilianstraße, da geht es praktisch noch. Aber schon wenn du nach Heidhausen fährst, wäre das irgendwie, ja, abgesehen davon, dass er sofort zerkratzt wäre. Wenn du in Berlin bist, dann wird er noch abgefackelt. Hammerhart, ja. In Berlin wurden mir mal von der G-Klasse, ich schwöre, ich habe das Auto eine Stunde vorm Restaurant gepackt, mir wurden diese Radkappen einfach geklaut. Ja, aber immerhin geklaut. Also ich finde, klauen finde ich ehrbarer, als dass jemand nur zerstört. Vandalismus finde ich schlimmer. Weil immerhin geklaut, dann will er die halt haben. Ne? Aber wir haben es doch ständig. Also jetzt, als wir vor allen Dingen bei Mercedes. Keins unserer Autos ist heil. Ja. Wirklich. Überall Kratzer, Schlüssel, solche Dinger, das ist wirklich verrückt. Ganz krass. Ja, das ist echt übel. Ne? Also Es gibt auch keinen Tag, wir haben das letztens sogar in einem Podcast, den haben Notarik und ich aufgenommen, habe ich das mal erzählt. Also ich wohne ja in Rheinbeek, Linde so, das ist ja so ein ganz kleines Dorf, ganz viel, so auch viele ältere Leute auch ehrlicherweise. Und es gibt keinen Tag, wo ich in dieser 30er-Zone 35 fahre oder 40 meinetwegen, ja, es ist ja immer. Und dann nicht irgendwelche, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei am selben Tag, die dann so entweder mit dem Mittelfinger zeigen oder so, fahr langsam. Also, Ja, und dich da hat belehren, er auch noch ja. eine ganz wilde Geschichte mit dem Kannstein. Kannst du ja vielleicht noch mal erzählen. Ja, du hast ja erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich im Podcast sagen, dass du eine Situation hast mit deiner Baustelle oder was auch immer. Aber ich hatte die Situation beim Haus meiner Mutter, bin ich immer, weil die standen ja Autos gegenüber auf der anderen Straßenseite, dann bin ich mit meinem Wagen immer vorgefahren, um auf den Parkplatz zu kommen. Da hat der Nachbar, 800 Meter entfernt von uns hat er gewohnt, 800 Meter entfernt, ist er mit seinem Roller gekommen, hat Fotos gemacht vom Kannstein, weil der schwarz war, hat es an die Stadt Linde geschickt und dann habe ich eine Rechnung bekommen über 3.500 Euro wegen Verschmutzung öffentlichen Grunds. Und ich zu ihm habe gesagt, mein Freund, was zum Teufel interessiert dich das? aber woher wusstest du, dass er es war? Weil ich ihn irgendwann mal gesehen habe mit seinem scheiß Roller. Und der steht immer draußen. Das ist der Typ, der auch dir den Mittelfinger zeigt, weil das ist die gleiche Straße, in der auch David wohnt. Der steht dann draußen immer so, wenn du mit deiner Karre vorbeifährst und guckt dann so. Er ist so Anzeigenhauptmeister. Genau, ja, Das ist ganz wild. Und das ist halt so eine Kultur in Deutschland, die man einfach nicht wegbekommt, leider. Also du hast gesagt, der Kontext muss stimmen. Ich habe da auch oft drüber nachgedacht. Soll ich mich jetzt ein bisschen legerer kleiden? Soll ich jetzt ein bisschen weniger? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Nee, weil ich will ja nicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich will nicht mit Leuten arbeiten, für die ich mich verstellen muss, damit ich mit denen arbeiten darf. Also ich nutze das immer so ganz gerne als Filterprozess. Dir steht mein Bart nicht, dir passt mein Bart nicht, gut, fuck off. Dir passt es nicht, dass ich ein Einstecktuch trage oder einen dreiteiligen Anzug? Sag mir dick, ist mir scheißegal, weißt du, was ich meine? Ich mache mein Ding und der Filterprozess ist halt, ich nutze das halt, um Leute anzuziehen, die das feiern, die sagen, boah, geile Karre, cool, finde ich cool, wie du vorangehst. Und Leute mir fernzuhalten, die nicht zu mir passen. Wie ist das bei dir und deinem Geschäft? Nee, klar. Also bei mir ist es anders. Weil ich meine, bei eurem Business, klar, ihr wollt die Leute sozusagen anziehen. Und bei mir ist es vielleicht, bei den offenen Seminaren ist es auch so. Aber unser Hauptbusiness sind eigentlich Verhandlungsberatungen. Und da sind wir halt oft bei Mittelständlern oder auch in DAX-Unternehmen. Ja, und da ticken die Uhren halt einfach anders, muss man einfach sagen. Da ist halt, weißt du, ich meine, wenn du halt so eine Beratung führst, dann muss man manchmal den Ball auch flach halten.
Also ich würde jetzt so nie zum Beratungstermin gehen. Nee. Aber wie sonst? Also ich hab jetzt eine weiße Hose an. Ne? Also mit einer weißen Hose würde ich jetzt nicht, also in Business-Termin, ich würde auch nicht ins Seminar gehen damit. Ja? Da bin ich schon ein bisschen konservativer und will auch, man muss halt die Frage, also du musst halt, also pick your battles, ne, wie man so schön sagt. Ja? Ich weiß, ich war mal mit dem Investmentbank Gerald Törhan, war ich mal in Wien im Café oder da wollten wir haben gefragt, können wir uns da hinsetzen? Da hatte eine Frau halt ihre Tasche auf einem Stuhl. Die sagt, nein, setzt euch woanders hin. Und diese, können Sie Ihre Tasche irgendwie nehmen? Und dann, Sie wollen ja am Tisch, das ist ja nicht Ihr Tisch. Nein. Ja, okay, und dann habe ich einfach einen anderen Stuhl genommen, oder hat Gerald einen anderen Stuhl genommen, dann haben wir ihre Tasche da gelassen. Und dann habe ich halt mit ihr diskutiert, wie kann man, also was soll das? Ja, das ist ja wirklich, ich meine, wir wollen ja, und Gerald hat sie nicht beachtet, ne? Hat nicht mit ihr geredet und hat mir dann gesagt, pick your battles. Also warum lässt du dich darauf ein? Das ist doch völlige Zeitverschwendung, völlig blödsinnig mit ihr zu reden. Es führt zu gar nichts. Und es bringt ja auch nichts. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er recht, ja, verdammt nochmal. Er hat recht. Und dieses pick your battles ist mir im Kopf geblieben. Du musst nicht jeden Kampf führen einfach. Ne? Also, und manchmal ist es einfach komfortabler zu sagen, komm, ich bin auch manchmal in konservativen Unternehmen hier mein Einstecktuch raus tatsächlich. Und denke mir nicht, okay, liebes DAX-Unternehmen, wenn ihr mein Einstecktuch scheiße findet, dann fuck you. Aber wie gesagt, das ist auch ein anderes Geschäft. Bei euch, ich meine, ihr müsst ja auch für dieses Branding stehen und das, was ihr macht, auch mit dem Rolls-Royce, den geilen Hotels, ist ja wichtig für eure Brand. Ja, aber es macht schon Sinn. Also es macht nicht immer Sinn, einfach so die Brechstange raus. Ich verstehe. Muss man auch sagen, David und ich sind halt da sehr verschieden. David ist der Typ, der so sich sehr gut anpassen kann, sehr wandelt, und ich bin halt der Typ, den mag man oder hasst man halt einfach. Ziemlich simple Sache. Also du machst das schon ziemlich besser, also viel besser als ich. Ich denke aber auch, dass wir uns gut ergänzen. Also das ist das Ding. Dadurch, dass wir halt zwei sind, muss man echt sagen, haben wir halt unterschiedliche Winkel, die wir bespielen können. Und das ist für uns schon ein Vorteil. Ja, ich meine, wenn ihr beide gleich wärt, dann könnte man auch eine Münze werfen, einen von euch beiden rauswerfen und keiner wird einen Unterschied merken. Ne? Das ist halt auch so. Ja. Also das ist schon ganz cool. Wohingegen man aber auch sagen muss, dass zum Beispiel bei Tarek, da reagieren einfach wesentlich mehr Leute. Die resonieren lieber mit ihm, weil er halt so Gast liegt. So, weißt du? Das ist auch irgendwo dann trotzdem ein Vorteil. Ja? Also Aufmerksamkeit kann man sagen, was man möchte, ob negativ oder positiv, ist erstmal gut, so, wenn man damit gut umgehen kann, wenn man es verwerten kann. Ist erstmal gut, du brauchst halt auch ein dickes Fell. Ich meine, sobald du draußen bist, auch nur ein YouTube-Video, ne? Also dann kommen manchmal Kommentare, wo du denkst, Alter, ich meine, checken die nicht, dass da auch ein Mensch dahinter steckt, ne? Also, oder auch beim Grand Prix jetzt, Eurovision war ja gerade, wo du denkst, okay, ich meine, diese ganzen Leute, also ich habe das auch in der Runde gesehen, also es lief im Hintergrund, ich war auf einer Geburtstagsparty und es lief halt im Hintergrund, die Kommentare, die du dann siehst, ja, hier, was ist das hier, irgendwie Tiffy von der Sesamstraße, der gewonnen hat, ne? Ich meine, das war noch harmlos, sagen wir mal. Ne? Ja. Aber das war schon krass, dass du halt irgendwie, sobald du ein bisschen in die Öffentlichkeit gehst, bist du für die meisten Menschen eigentlich kein Mensch mehr. Ja. Dann wirst du eigentlich entmenschlicht. So, wie man über dich redet, was man so schreibt, ja. Schwuchtelfresse oder das ist auch noch nett über die Leute. Also das ist wirklich krass dann, ja. Und da muss man auch klarkommen. Oder man guckt sich halt gar nicht an und sagt, okay, whatever, ja. Ja, man braucht so Coping-Mechanismen. Ne? Also, du musst halt so verschiedene Techniken haben, die machen es einem dann halt einfacher. Was zum Beispiel? Also naja, guck mal, wenn ich jetzt ein Video rausbringe, wo es ging auf unserem Instagram-Kanal um irgendwas, wie ich mit Geld umgehe oder was meine Philosophie über Geld ist. Da ging es um das, wo wir vorhin gesprochen haben. Ich öffne das parallel mal. Geht es quasi um Neureich. Genau. Altes Geld. Das ist Altreich, habe ich gesagt, hey, altes Geld, die sind natürlich Understatement, die sind ein bisschen ruhiger. Na klar, weil altes Geld, wenn die 10 Millionen auf einer hohen Kante haben, selbst wenn die nur 8% Rendite machen, verdienen die halt einen Haufen Kohle. Und die verstehen nicht, woher du hast gesagt, und die verstehen nicht, woher Kohle kommt. Und neues Geld, es ist halt ein Unterschied, ob du 10 Mio auf Seite hast und mit 5% Zinsen arbeitest oder ob du mit minus 2.000 Euro auf dem Konto loslegen musst. Das ist eine andere Attitüde. Und ich gucke mir halt die Kommentare an, die hassen mich halt alle. Finde ich okay, aber ich stelle mir halt die Frage, wie viel Prozent von den Leuten, die mich dort beleidigen, sind reicher als ich? Und wenn die Antwort ist im Kontext von, es geht um Geld und wirtschaftlichen Mehrwert schaffen und alle Leute, die dort eine negative Meinung über mich haben, sind wirtschaftlich weniger erfolgreich als ich, dann kann ich einfach deren Meinung pauschal diskreditieren, bis jemand kommt, der wirklich finanziell erfolgreicher ist als ich und sagt man, hör mal zu, Tarek, ich glaube, du solltest darauf achten. Es ist wie, wenn ich jetzt über körperliche Fitness spreche und um mich herum sind 18 Leute mit 150 Kilogramm Körpergewicht und die sagen, du Tarek, das Steak, das ist nicht so gut, ich glaube, du sollst lieber
ja, das essen, was wir essen, dann würde ich auch sagen, Jungs. Ja, genau. Das ist, wie Karl Lagerfeld gesagt hat, weil die dünnen Models, ne, haben sich ja alle beschwert. Da meinte er, ja, da sitzen irgendwie fette Muttis mit der Tüte Chips vom Fernseher und sagen, ach, die Models sind alle so ungesund aus. Ja. Das ist so der Mechanismus, den ich halt habe. So. Weißt du? So, okay, es geht halt um Ja, so sagst du dir, genau. Aber natürlich trotzdem nimmt die das irgendwie mit. Ne? Natürlich, das sind klar. so Coping, also genau. Und das ist halt, aber mir hat Stefan Raab mal auch interessant. Ich war oft bei TV Total bei Stefan Raab und der hat mir auch gesagt, wenn du die Kommentare irgendwo liest oder so, ne, dann ist es völlig out of proportion, weil das ist ja nur einer von 1000 schreibt was. Und alle, die es gut finden, die sagen, das ist gut, cool, ja, oder denen es auch egal ist, das sind praktisch die 20 Leute, die es scheiße finden. Ja. Und du hast halt dann den Eindruck, völlig verzerrt, dass dich alle scheiße finden, aber das ist ja überhaupt nicht so. Das Problem ist halt im Internet, das geht halt auch nicht weg. Ne? Ich meine, früher war das irgendwie in der Zeitung, irgendein Kommentar oder ein Leserbrief und da hast dich geärgert, hier, guck mal, der Leserbrief, ja, kritisiert mich. Wen hat es am nächsten Tag interessiert? Niemand. Wer geht ins Archiv in der Stadtbibliothek und guckt sich die Zeitung an von vor 3 Jahren? Niemand. Und heute eine Sache und es ist nicht wegzukriegen. Ja, stimmt. Ja, das ist so. Jemand schreibt irgendwas über dich in irgendeinem Blog, was aussieht wie eine Nachrichtenseite. Ja. Und das ist dann da einfach. Ne? Ja, vor allen Dingen die Geschwindigkeit, wie das auch andere Leute sehen, ist ja auch schneller denn je. Also wenn du einen Kommentar bei Instagram oder sonst irgendwo, den sehen ja alle anderen, die dieses Video auch sehen. Wenn dieses Video halt 100.000 Leute sehen, jeder geht irgendwie auf die Kommentare, um zu gucken, was passiert da nicht, dann verbreitet sich das auch einfach sehr, sehr schnell und man ist damit so konfrontiert. Ich merke das auch immer wieder, also wenn, ja, keine Ahnung, jetzt mal Konkurrenz irgendwie mal ein Video über uns macht oder was auch immer, dann bekomme ich an dem Tag auf jeden Fall auch erstmal so 10 Nachrichten. Nicht alle negativ, aber die sehen es auf jeden Fall erstmal. Ne? Kannst du nichts machen. Jesus wurde gekreuzigt, der Prophet Mohammed wurde von seinem eigenen Heimatland vertrieben. Weißt du, es ist halt so, Martin Luther King wurde erschossen, Nelson Mandela wurde eingesperrt. Und du bist auch kritisiert. Kannst du nichts machen. Wir hoffen, dass du nicht gekreuzigt wirst. Ja. Was mich interessieren würde, du hast gerade von TV Total gesprochen. Du hast ja eine schon beeindruckende mediale Karriere hingelegt. Also wie kam es dazu, dass man bei TV Total also mein Stefan Raab ist ja der Typ in Deutschland. Ist ja Champions League. Ist ja leider weg, das war echt traurig. Aber er ist ja gegangen, als er noch der Typ war. Genau, ja, der hatte einfach keine Lust mehr. Ne? Ja. Nee, das lag jetzt daran, also mein erstes erfolgreiches Buch war ja zum Thema Lügen entlarven. Also davor war es eher so wissenschaftlich Publikation und dann war eben dieses Durchschaut und es hatte einfach ein großes medial, weiß ich noch, als das rauskam, war das sofort Spiegel-Bestseller. Also nicht ganz top, aber irgendwie ein Top so und so viel und hat sich sehr gut verkauft. Warst du überrascht? Nee, ich war nicht überrascht, weil ich dachte, das Thema interessiert jeden. Ne? Also Lügen entlarven interessiert jeden. Ich habe jedem, dem ich es erzählt habe, der so echt, boah, kann ich da schon mal reingucken? Also es hat wirklich jeden interessiert. Das war echt krass. Und auch Leute haben gesagt, boah, es ist so schwer, einen Verlag zu bekommen. Ich habe auf Xing 3 Verlagen geschrieben, von 3 hatte ich ein Angebot. Weil die alle gesagt haben, ey, krass, es gibt nichts dazu. Das war einfach ein Thema, das war einfach blau. Es war einfach perfekt. Also okay, das ist super, Lügen entlarven. Es gab keine, jetzt gibt es einige dazu, aber erst nach mir. Also die meisten. Und dann war das halt so, die haben mich ein Jahr, weißt du, bei Amazon siehst du ja den Verkaufsrang von Büchern. Und das Buch war in den Top-Zeiten irgendwie in den Top 100 sogar, ne, von allen Büchern bei Amazon. Und dann war es aber schon ein Jahr alt. Und dann war es so Rang 3000, was auch nicht schlecht ist von, 1 Million Bücher oder so. Siehst du genau, Rang 3000 und dann hat TV Total mich eingeladen. Das war ein Jahr nach Erscheinen, also da war schon ein relativ altes Buch, sagen wir mal. Mich gewundert. Dann war ich da und war auch lief gut. Und dann hat er auch so diesen Ständer mit so einem Pfeil, ne, Buch kaufen, hat sich so gedreht, hat auch über das Buch geschrieben, sehr nett. Achso, übrigens, ich war schon mal da, eine Woche vorher, dann kam ich ja nicht dran, weil James Blunt da war. Der hat sich mit dem irgendwie zu lang festgequatscht. Ich war mit ihm auch beim Haare machen, ein sehr netter Typ, ganz klein. Aber dann musste ich nochmal wiederkommen, weil ich nicht dran kam. Ne? Auf jeden Fall war ich dann da eben, habe über das Buch geredet und war mit Freunden Kölsch trinken danach und dachte, jetzt gucke ich mal bei Amazon, ob sich das jetzt verbessert nach der Sendung. Gucke drauf, nee, immer noch 3500. Na, hat wohl nichts gebracht. Naja, egal. Kölsch. Nach so einem Kranz Kölsch gucke ich nochmal. Amazon Rang 1 von allen Büchern. 1. Und es war fast eine Woche Nummer 1 von allen Büchern. Und ich habe 3 Auflagen verkauft, nur durch TV Total. Krass. Dann dachte ich mir, okay, krass. Und deswegen war ich dann jedes Mal, für jedes Buch, haben die mich immer wieder eingeladen, weil es war einfach, ich habe mich gut mit ihm verstanden einfach. Als die Sendung, als er aufgehört hat, habe ich geweint, wirklich. Das war so ein schwarzer Tag für mich. meine Bücherkarriere, weil es war immer nach der Sendung, und ich so, ja, weil so viel haben die Sendung gar nicht gesehen. Ne? Das war ja Late Night relativ, aber der hatte eine gute Fangemeinde, sagen wir mal. Und das waren auch, der war auch sehr intelligent. Also der hat gute Fragen gestellt und hatte ein sehr gutes Publikum. Andere Sender gar nicht.
MDR hat nie irgendwas gebracht. Das war echt traurig. MDR ist ja ein großer Sender, ne? Aber Das war auch echt dann tatsächlich einfach outbound. Also die haben dich einfach gesehen, du hast dich da nicht beworben, du hast nicht auf dich aufmerksam gemacht, einfach outbound. genau, die haben sich bei mir gemeldet. Aber man muss auch sagen, weißt du, heute, das letzte Mal, als ich da war, wann war das? Vor 7 Jahren? Wen interessiert Fernsehen heute noch? Also deswegen habe ich gar keinen Ehrgeiz mehr. Also ich kenne gar keine Fernsehsendung mehr, außer in die Lanz vielleicht noch. Bei Lanz war ich auch 2-mal eingeladen, wieder ausgeladen. Wieso? Also, Ich weiß es nicht. man wird eingeladen, dann ziehen sie die Einladung Genau, zurück. genau. Ja, die Ja, Redaktion, Sie- wir haben das Thema geändert. Die Redaktion hat das Thema geändert. Okay. Ich kenne aber viele tatsächlich, denen es so ging. Also das ist wohl kein Politikum, das war einfach irgendwie, ja, die ändern halt einen Schwerpunkt oder so. Und ja, die haben dann noch jetzt, und jetzt haben die übrigens auch Quoten, ne? Mehr Frauen, also das ist für Männer jetzt tatsächlich schwer. Ja? Ich muss da mehr so die Afghanen-Armenier-Karte spielen, ja? Was ich nicht mache, weil ich finde das irgendwie langweilig. Ne? Ich finde das blöd, wenn man, aber ja, also das ist tatsächlich jetzt so, das ist, ja. Aber eben, Fernsehen ist doch eigentlich scheißegal. Weil wenn, dann brauchst du ein Netflix-Special oder so. Aber Fernsehen ist völlig irrelevant. Aber auf YouTube hast du schon einige... Ja, YouTube ist sehr wichtig für uns. Also auch als Marketing-Tool und irgendwas muss ja schon machen. Aber es ist interessant, weil ich war früher so echt viel im Fernsehen, ne? Im ZDF, bei Mittagsmagazin und so. Und ich weiß noch, als ich im ZDF war zum ersten Mal, habe ich extra einen Kuli mitgenommen danach, weil ich dachte, da werden mich Leute halt nach einem Autogramm fragen. Und absolut nichts ist passiert, Mann. Ich bin da durch die Stadt stolziert in Wiesbaden und gar nichts. Und jetzt, ich war jetzt gerade wieder in Wiesbaden mit meiner Mutter, wurde ich 4-mal angesprochen. Ja. Also YouTube ist jetzt stärker als Fernsehen früher sehr war. stark, ja. Das finde ich schon echt heftig. Also es hat mich echt überrascht, weil ich dachte, bei YouTube kann ja jeder Hansel irgendwas hochladen. Da gibt's ja da kannst du ja 10 Menschenleben einfach nur YouTube-Videos gucken. Trotzdem, wie ist das möglich? Also völlig, also hätte ich nie gedacht, dass sich das so entwickelt, ja. Hattest du auch mal so komische Fanmomente? Wie meinst du komisch? Ja, so Leute, die dich halt stalken oder die halt, wo du überrascht warst, wie viel die eigentlich über dich wissen, bevor du überhaupt auch nur eine einzige Sache über die weißt? Ja, also das ja, und es gibt auch so komische Momente. Ich war jetzt gerade in Frankfurt auf dem Opernplatzfest, ne, und da kamen viele und ey, wir können ein Foto machen oder so. Und einer kam, so ein großer, ziemlich breiter, ich war mit einem Freund da und der meinte auch, das habe ich auf YouTube gesehen und der Freund von mir, ja. Und der hat sich so was hast du gerade gesagt? Und der Freund von mir, ja. Sag nicht ja zu mir. Was? Und er ist aber nicht auf den Mund gefallen. Wieso denn? Ich meinte doch ja. Ja, aber du weißt schon, was ja heißt hier, ne? Ich so, okay, dann kam es fast zur Schlägerei, weil er ja gesagt hat. Ja. Aber der Freund hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich sage, ja, aber ich will und fertig. Ja. Und dann ist der andere hatte so mit seinen Freunden so Glatzen, Tattoos und alle. Also wirklich, es gibt so Momente, da kippt das so sehr seltsam. Oder einmal, wirklich, das war auch krass. Da saß ich hier in Tambosi in München, ein Typ, hier ein Jack Nasher, ja, cool, okay, ja, Videos gesehen, bla bla. War total nett zu mir. Ein Freund von mir saß mit mir da. Dann bin ich gegangen. Und dann haben so die Mädels gefragt, wer war das? Und er hat gesagt, ja, das war mein Fassadenreiniger. Der macht bei mir immer ordentlich die Fassade sauber. Und das hat der Freund von mir gehört. Und der ist, was für ein Arschloch, ja. Zu mir super freundlich erzählt dem, dass ich seine scheiß Fassade reinige. Das war ein Ego-Killer für ihn, Ja. wegen den Frauen. Alter. Ja, Das ist halt so. Aber hilft das bei den Frauen auch? Dummerweise, muss ich sagen, habe ich praktisch keine weiblichen Fans. Wenn mal ein Mädel auf mich zukommt tatsächlich, sagt sie, krass, mein Freund hat, und ich sage, okay. Also es ist echt, also es ist wirklich so, dass 99,9% sind Männer und wenn es Frauen sind, dann ist es oft auch sehr seltsam, sagen wir mal so. Dann kriege ich komische Briefe, auch teilweise persönlich in meinen Briefkasten geworfen, ohne Briefmarke, das ist immer schlimm. Ja, ich war wohne im Mehrfamilienhaus hier in München und dann waren die ja in meinem Treppenhaus, ja, und dann mit so Herzchen, also sehr strange. Ja, ich habe sehr viele sehr komische Briefe bekommen, ja. Was hast du damit gemacht? Nick, was soll ich da Also machen? einfach, ja, okay. Soll ich antworten, oder? Ja, vielleicht, ja. Nee, don't feed the troll sozusagen. Also, aber das ist schon seltsam. Ja, es gibt schon natürlich auch Frauen, aber du siehst auf jeden Fall so die. Und was ja auch komisch ist, dass es überhaupt Fans gibt. Weil guck mal, ich meine, ich bin ja kein Sänger oder so. Ich meine, ich bin Verhandlungsberater. Das ist eigentlich lächerlich, dass es da überhaupt so eine Art Fan oder überhaupt Star-Status gibt in einer gewissen Form. Und Leute mit mir Selfies machen wollen. Also wenn ich in der Stadt bin, passiert eigentlich kein Tag, dass Leute nicht Selfies machen. Denke ich, warum? Ich meine, ich bin Verhandlungsberater. Also weniger Star-Appeal kannst du doch keinen Job suchen. Stell dir vor, ich wäre Sänger, die Leute würden durchdrehen, dann wäre ich wie Taylor Swift. Ja, die Leute wollen halt ihren eigenen Status heben. Ich muss aber sagen, also ich finde es auch in unserer Branche jetzt, Unternehmensberater, finde ich es auch ein bisschen komisch, Mann.
Also wir haben auch manchmal, guck mal, wir haben keine Fernsehauftritte, wir haben einen kleinen YouTube-Channel, wir machen jetzt hier Podcasts und so weiter. Also unsere Reichweite ist nicht gigantisch. Aber trotzdem kommen dann halt manchmal auch so auf Events und auf Messen Leute, die dann sagen, komm jetzt hier, lass mal ein Foto machen, ich habe dein YouTube-Video gesehen. Das finde ich ehrlicherweise auch bei uns ein bisschen komisch. Unangenehm. Also es ist einfach, also es ist nicht schlimm, aber es ist irgendwie, ja, also ich sag auch mal, ich bin nicht Cristiano Ronaldo so, also. Ja gut, aber andererseits, warum ist der ein Star? Ich meine, der kickt einen Ball, ne? Also wenn du mal so die anderen wenn man so anschaust, sieht. ne? Ich meine, oder Taylor Swift, das verstehe ich auch nicht. Ne? Also wenn ich die Lieder höre, ich finde die okay, aber das ist unglaublich. Also du hast manchmal so eine Welle, dass Leute so wahnsinnig erfolgreich oder so einen Star-Appeal haben. Ja, macht ja keinen Sinn. Ich meine, oder Madonna, guck mal, Madonna wollte Schauspielerin werden, hat aber gedacht, nee, sie kann ein größerer Star werden, wenn sie singt. Hat einfach angefangen zu singen. Ja, das ist krass. Ja. Aber habt ihr denn weibliche Fans? Ich habe einen weiblichen. Ja, ist schon gut. Aber du Das muss er natürlich jetzt auch sagen. klar. Aber nee, ich meine, das? zieht ihr denn auch Frauen an vom Thema und so weiter? Guck mal, ich kann dir wirklich, das ist Ja. jetzt auch sehr aktuell. Ja. Ich würde sagen, so unser Kosmos ist wirklich 99,99% Männer dominiert. Ja, Aber ja, ich habe genau. in letzter Zeit wirklich sehr viel, also die armenische Community, also ich habe am Tag wahrscheinlich 5 Nachrichten, wo mir Leute schreiben, Are you Armenian oder Hayes, sonst was. Und da sind auch viele Frauen dabei, ehrlicherweise. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Fans sind. Ich glaube, das ist einfach so ein... Ja, das sind Frauen, die suchen halt ein Nest. Ja, ne? das ist halt vielleicht einfach nur so ein bisschen so... Ich weiß ja nicht, also bei Armenien ist es ja so, man will irgendwie gucken, ob... Man findet es irgendwie schon interessant so, ob man jetzt einen anderen Armenier Armenier, trifft oder nicht. für die sind alle Armenier. Ne? Ja, der genau, Erfinder die- der Glühbirne, der Erfinder des Autos, alle waren Ja, Armenier. Ne? aber man findet das ja Ja. irgendwie so instinktiv interessant, aber Ja. ich glaube so von unserem Content und so, ich glaube nicht so, was ich Fans habe. Nee. 0,0. Ja, ist verblüffend, ne? Ist komisch eigentlich. Weißt du, und dann Gender Pay Gap und so, aber wenn die Frauen sich halt nicht damit auseinandersetzen in dem Thema, wie sollen sie dann auch mehr verdienen? Ne? Also das finde ich halt auch so eine kuriose Sache. Warum sind denn bei euch nur Männer? Warum sind bei mir fast nur Männer in den offenen Seminaren? Ja? Oder 90% Männer? So, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, und dann werde ich manchmal gefragt, ja, habt ihr auch Seminare für Frauen? Dann sage ich natürlich. Alle. Ja, das Ja, sind auch Kommentare bei uns in den Instagram. komisch, ja. Warum unterrichtet ihr noch, warum gibt es bei euch nur Männer? Ja, weil keine Frau Geld dafür zahlt. Ja, genau. Und die sagen, ja, warum sind da keine Frauen? Wo sind die Frauen im Seminar? Und das fragen mich haben wir dann auch immer manchmal. Frauen so als Vorwurf. Sag ich, da komm halt. Also, was soll ich dazu sagen? Ist ja nicht, dass die Tür geschlossen ist. Ich meine, das Angebot ist ja für alle da. Ja. Aber das ist halt, es ist ja so. Ich meine, Frauen verhandeln auch tendenziell weniger, beschäftigen sich auch weniger mit dem Thema. Ja, blöd. Ja, genau. Also, Ist ja psychologisch, glaube ich, auch bedingt. Ne? Also ich glaube, Frauen sind ja eher auf dem, wenn es Agreeableness, Disagreeableness, ist ja die 9 von 10 der most agreeable people sind ja meistens Frauen. Ne? genau. Jordan Peterson. Ja, Jordan Peterson. Der Was erzählt hältst immer du eigentlich gut. von dem? Also ich finde ihn, ich fand ihn am Anfang total toll, fantastisch. Ich habe sein Buch gelesen, 12 Rules for Life, fand ich so miserabel. Ich fand, der kann einfach nicht schreiben. Das wollte ich auch Ja? sagen. Ich fand das grauenvoll. Ich habe 15 Seiten gelesen und dachte ich so, bin ich das jetzt? Ja. Ich finde sie auch. Also der kann einfach nicht schreiben. Das klingt echt blöd zu sagen, aber der kann ist hammerhart. nicht schreiben. Das zu lesen, ja. Ja, aber also auch nicht gut, ist auch nicht tiefsinnig oder so. Ich fand einfach nur, also ich fand ein paar Sachen ganz gut. Das erste Kapitel fand ich noch ganz gut und dann, er hat halt diesen Hang zum Mystischen irgendwie und das nervt mich. Also auch mit seinem Religiösen und Jungen also ich finde, er hat tolle Sachen. In England, ich meine, ich weiß, in Oxford war ich zu der Zeit, als er so groß war, und haben die gesagt, ja, well, er ist der Intelligente, der Intelligente für Dumme. Ja? Er ist so the dumb guy, smart man. Ja? Und das finde ich nicht. Ich finde, er ist hochintelligent, aber er hat auch irgendwie so zu mystische Tendenzen, die mir auf den Sack gehen. Ja? Und da hast du halt so wie Andrew Tate, wo du mal ab und zu irgendwas Kluges hörst, aber vieles ist auch nur Provokation und einfach lächerlich halt auch. Ne? Aber interessant, es zeigt halt, dass die Leute doch hungern einfach danach, ne? Dass halt auch Männer einfach mal wieder irgendwie gute Worte hören und nicht nur, du bist ein Idiot, du bist gar nichts, Frauen an die Macht oder so. Ich wurde auch gerade übrigens, witzig, bei LinkedIn eingeladen, ein Event, wo wo Frauen im Business in verschiedenen Branchen geehrt werden. Auf der Bühne stand da, kommen nur Frauen drauf, aber im Publikum auch Männer. Ich wäre herzlich eingeladen. Da habe ich gesagt, sorry, ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen aufgrund meines Geschlechts. Aber vielen Dank für die Einladung. Sofort wurde ich blockiert. Ernsthaft? Ja,
Ja, es ist im Moment ist halt so wirklich komisch, dieses Weibliche. Ich finde das total nervig, weil ich meine, jeder soll halt machen, was er will und so. Wenn wir darauf die ganze Zeit rumreiten oder Quoten, finde ich völlig daneben. Ja, finde ich total blöd. Ja. Ja, das ist auch irgendwie so ein sinnloser Kampf, ne? Also, Finde ich, ja. Das ist Also diese Gruppenidentität, ja. Und ich meine, ja, also das ist gerade eine komische Zeit, aber das wird sich auch widerlegen, ja. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn du so mit Leuten verhandelst und die halt wissen, okay, du bist Verhandlungstrainer? Ist das nicht eher ein Nachteil, dass die wissen, dass das dein Metier ist und dass sie sich dann so extra viel Mühe geben? Oder, das oder ist so extra wie hart mit dieser, weil sie wollen Klar. uns jetzt Jack Nasher zeigen. Ja, so. das ist genau wie irgendwie Jean-Claude Van Damme wurde im Club immer verkloppt früher, ne? Weil die alle sagen wollen, ich habe den nicht. Oder halt, wenn du einen Porsche einfach siehst, auf der Autobahn willst du überholen, ne? Ja. Das ist halt so. Ja. Insofern klar, ist für mich natürlich aber das ist halt auch eine, sagen wir mal so, wenn du Verhandlungen als Kampf siehst, dann ist es ja korrekt. Aber ich will ja Wert schaffen mit meinem Gegenüber. Es geht ja nicht darum, wer zieht jetzt den anderen mehr über den Tisch und dass ich am Ende lache und eine Zigarre mehr anzünde, sondern ich will ja mit meinem Geschäftspartner zusammen wachsen und gedeihen. Ja? Und insofern habe ich auch oft tatsächlich in meinen Seminaren, Leute bringen ihre Verhandlungsgegner mit. Gegner, ich sage jetzt mal extra Gegner, aber die kommen beide, weil wenn beide verhandeln lernen, wird das Ergebnis besser. Ja, aber tatsächlich, das ist natürlich ein Problem, aber ich bin meistens bei der Verhandlung gar nicht dabei. Meistens beraten wir nur im Hintergrund. Ach so umgehst du das dann auch? Ja, was heißt umgehen? Also das wird vom Kunden auch nicht gewünscht, dass wir das machen oft. Weil er sagt, nee, er will schon selber, sonst ist es irgendwie komisch, wenn jetzt überhaupt ein Verhandlungsberater kommt. Hat er auch nicht Unrecht. Problem ist, Anwälte verhandeln oft sehr schlecht, weil die halt mit Blick aufs Gesetz immer diese Drohung, das ist so ein Drohverhandeln und jede Eventualität abdecken, sodass du am Ende gar keinen Bock mehr hast. Wer verhandelt denn gut? Welche Metiers? Gründer, wenn sie nicht emotional involviert sind. Also Entrepreneurs, wenn sie emotional involviert sind, verhandeln sie schlecht. Wann hast du am schlechtesten verhandelt? Überleg mal, waren wahrscheinlich immer die Sachen, die für dich sehr emotional waren. Ja. Dein Traumhaus oder dein Traumauto oder oder deine Kinder sind klein, aber wenn du mit Kindern verhandelst, dann bist du auch sehr schlecht, weil du die halt liebst in der Regel. Ja, ich verhandle mit denen. Ich mache alles, was sie wollen. Ja? Wie alt ist er? Meine Tochter ist jetzt 2. Ach so, ja, okay. Ja gut, aber die hat schon Dampf. So, ne? Also, nee, aber hast voll recht. Also, wenn es emotional wird, dann wird es immer schwierig. Hast du da irgendwie Strategien zu? Mit Kindern? Nee. Keine Kinderstrategien, sondern ich meine, wir sind ja letztendlich trotzdem nur Menschen, so rational wir sein wollen. So immer, also du sagst ja auch immer so Interessen in den Vordergrund und so weiter und so fort, aber du wirst ja sicherlich auch mal emotional in der Verhandlung sein. Was machst du dann? Pause. Also sobald es emotional, ich meine, du kennst es auch von privaten Verhandlungen, sobald es laut wird, sobald du emotional bist, ist eigentlich die Verhandlung gelaufen. Da kannst du einfach eine Pause machen, geh raus, geh spazieren, hol dir einen Kaffee oder schick jemand anders. Das ist eigentlich noch besser. Ne? Wenn es emotional wird, lass jemand anders für dich verhandeln, der aber genau, dass du den richtig incentivierst, dass er in deinem Interesse verhandelt. Ja? Aber ich merke, sobald es emotional wird, ist die Verhandlung tot. Ja, 100%. Sind die auch schon ein bisschen nervös jetzt? Ja, du merkst natürlich, klar, im Hinterkopf merkst du dann so, oh, was ist jetzt hier los? Ich brauche meine Nachrichten. Ist so, ich sehe mein Handy und denke mir, was ist da jetzt drauf? Und was ist da schon Verheißungsvolles? Irgendein Bullshit, also Kleinigkeiten, die du auch in 3 Stunden lösen könntest. Ja. Ne? Aber diese Disziplin, also ich habe mir überlegt, mal so ein altes Nokia einfach zu kaufen, weißt du, wo du halt telefonieren kannst und irgendwie 10 SMS speichern. Ich hatte noch die Zeit, ich hatte noch ein Handy, wo 10 SMS nur gespeichert waren. Ich musste dann überlegen, welche ich lösche. Ja, das war echt heftig, ja, SMS. Und aber es hat auch seinen Vorteil, weil du bist halt mehr im Moment. Du sitzt halt im Café und kommst halt ins Gespräch mit Leuten. Ja. Heute, ich meine, ist ja noch schon mit den Kopfhörern, das ist ja noch diese, du kannst den Leuten nicht mal irgendwas sagen halt, ne? Weil die so, ja, sorry, Moment, ja. Ja. Und das ist halt, ich sag mal, das ist schade einfach, ja. Wenn du so alte Bilder siehst, früher im Kaffeehaus haben die Leute diskutiert oder so. Wie soll das möglich sein? Ja. Wenn du mal überlegst, wir sind die letzte Generation, die als Kinder gespielt hat, bis die Sonne unterging, um dann ungefähr zu merken, wann wir nach Hause müssen. Hatte ja keine Uhr. Wo bist du aufgewachsen, Mann? Hast du so einen In Kirchturm? Beirut, im Libanon. Ja, wie? Aber da gab's keine Uhren, oder? Doch, da gab's Uhren, aber du hast ja als Kind hast ja kein Handy dabei, wo du dann dauerhaft auf die Uhr schaust. Du warst am Fußballplatz und da gab es jetzt nicht unbedingt Kirchtürme um mich herum.
Sondern du hast halt so abgeschätzt, okay, jetzt ist es ungefähr so und so spät und irgendwann fragst du mal nach der Zeit. Ja, man hat sich einfacher damals, kann ich mich daran erinnern, auf dem Spielplatz oder Fußballfeld oder wo auch immer einfach in der Zeit verloren, weißt du? Also man wusste gar nicht so genau und man hatte auch nicht den Drang die ganze Aber bei Zeit. Sonnenuntergang heißt es, oh shit, nach Hause, ne? Das hat man heute. Oder wenn die Ja, Mutter genau. einen gesucht hat, wenn man zu Die lange Mutter weg war so, oder so. bei Sonnenuntergang seid ihr zu Hause. Ja, das ist natürlich, okay, krass. Bist du bei Beirut aufgewachsen? Ne? Wusste ich gar nicht. Ja, die ersten 5 Jahre, ja. Die ersten 5 Jahre, okay. Da eingeschult worden und dann. Ein sehr schönes Land. Ja, sehr, Libanon ist eines der toll. schönsten Ja, hat meine Länder. Familie auch gewohnt, vielleicht. Die waren auch Armenier aus, gibt's ja aus Aleppo sind sie nach Beirut dann. Die große Communities. Die größte armenische Burj Community Hamid. ist in Beirut. Ja, aber jetzt wahrscheinlich LA, ne? LA ist Glendale. auch viel. Little Armenia ist radikal, ja. Ja, war Little ja Armenia jetzt vor oder kurzem Glendale halt. Meine Familie wohnt da in Glendale, ja. Ja, das ganz Glendale ist beherrscht sozusagen. Aber Beirut ist toll, ist eigentlich Jammer mit Beirut. Das hätte das sein können, was Dubai heute ist. Und wer War es in den 60ern? Ja, ja. Der hat Casino de Liban, ne? Da hattest du ja wirklich den tollen Strand, du hattest Berge zum Skifahren und Kultur. Ja. Ja, Baalbek und sowas. Das wäre halt ein richtig tolles Land. Und das war ja eigentlich der dämlichste Krieg, den es wohl jemals gab. Ich war von Nassim Nicholas Taleb, Black Swan, der Autor, hat gesagt, das ist der einzige Krieg, der auch Libanese ist. Bis heute weiß man nicht, was die Ursache des Krieges war. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Ich habe mal recherchiert. Bis heute ist unklar, warum es da zum Bürgerkrieg kam. Es gibt verschiedene Theorien. Die Palästinenser haben nicht angefangen, andere sagen, da war irgendwie so eine Insel mit so einem Bus, irgendwas. Aber es haben nämlich alle Fraktionen, haben alle mal gegeneinander gekämpft und auch mal miteinander koaliert. Jeder mit jedem. Es ist bis heute unklar, was eigentlich der Auslöser war. Verrückt, ne? Was für eine Scheiße. So ein schönes Land. Wurdest du mal von der Politik für irgendwelche Verhandlungen engagiert? Ja. Wie war das so? Darfst du darüber reden? Nee, weiß nicht. ich darf darüber nicht en Detail reden, aber ich kann so viel sagen, dass es eigentlich das Schlimmste ist auf der einen Seite und auch das Beste auf der anderen Seite. Das ist das Schlimmste, weil es nicht um die Sache geht. Das tut natürlich weh. Wie meinst du nicht um die Sache? Ja, es geht darum, wer gut dasteht in der Politik. Also gar nicht um so objektive Interessen. Genau. Also das ist, es ist wirklich komisch, weil ich bin ja Demokrat im Herzen, aber es ist so, dass in der Demokratie für demokratische Politiker zu verhandeln ist extrem lästig, weil du musst immer nur dafür sorgen, dass die gut dastehen. Steht der jetzt gut da, wenn er mit dem Ergebnis zu seinen Wählern kommt? Steht der gut da vor seinen Wählern? Steht sein sein Hörer auch noch gut da? Weil sonst wird er zurückgepfiffen oder verliert eventuell seinen Posten. Ja. Das ist das Denken bei die nicht-demokratischen, also wie zum Beispiel Monarchen, absolut regierende Monarchen, wie Al-Maktums zum Beispiel in Dubai. Da spielt es viel weniger eine Rolle, wie sie dastehen. Weil sie müssen das nicht reden, die reden gar nicht darüber, das ist intransparent. Da geht es eher um die Sache. Also bei Diktaturen sozusagen oder Monarchien geht es eher um die Sache in der Verhandlung und bei Demokratien geht es nur darum, zu managen, wie der jetzt dasteht. Wie steht der da? Wie steht der da? Wie kann er das rechtfertigen vor seinen Wählern? Wie kann er das rechtfertigen vor der Gewerkschaft? Wie kann er das rechtfertigen vor seinem Ministerpräsidenten oder Kanzler? Und das ist extrem anstrengend. Und tut einem auch in der Seele weh, weil es nicht um die Sache geht. Ja. Da musst du ja auch permanent Eventualitäten abwägen und sowas. Ne? Also jeden Ast irgendwie zu Ende gehen und gucken. Sehr müßig. Es ist genau wie Koalitionsverhandlungen. Ich meine, muss man auch sagen, das ist in Deutschland natürlich für mich ein Paradies als Verhandler. Weil es geht ja, guck mal, wenn jetzt Wahlen wären, würde die CDU am meisten Stimmen haben, dann die AfD. Und die wollen ja alles tun, um AfD zu vermeiden. Also wird es Koalitionen geben, die man noch nie gesehen hat. Es geht nur darum, Koalitionen zu schmieden. Das war ja auch bei der Ampel so. Es ging ja eigentlich nur um die Verhandlung dieser Ampel. Grün und Gelb macht ja eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Nein, aber jetzt zum Beispiel in Thüringen überlegt man ja sogar, dass die CDU mit der Linkspartei dann koaliert und den Grünen, nur um die AfD zu vermeiden. Und das ist natürlich, ja, also sagen wir mal, im Demokraten bricht es ja das Herz. Ne? Ja. Weil das geht ja überhaupt, das ist ja lächerlich. Ja? Und es geht ja nur um Geschachere. Für mich als Verhandler ist es Paradies. Also oft schlagen 2 Herzen in meiner Brust, dass ich denke, oh Gott, aber es ist halt so. Ne? Verhandlung ist anders, also es ist halt eine sehr besondere Situation, Verhandeln. Zu den Zeiten, wo du selber noch in den Verhandlungen drin gesteckt hast, einfach mal so als Beispiel. Bin ich schon auch manchmal. Also So ist heute nicht. auch noch. Ja, Okay. ja. Gibt es, also es gibt wahrscheinlich nicht so die härteste Verhandlung, aber was ist eine Verhandlung, die dir sehr, sehr tief im Kopf geblieben ist und warum? Oh.
Ja, ich weiß nicht, wie bei so, ich habe mal so ein Interview mit so einem Pornodarsteller gesehen, der hat gesagt, er kann sich immer noch an die letzten 2 Filme erinnern, die er gemacht hat. Bei mir ist so ähnlich. Ich kann immer nur vor so die letzten 2 Verhandlungen. Ich habe Total gutes und bei mir ist es wirklich genauso. Ich muss mal irgendwie Buch führen, weil ich habe so viele Verhandlungen und ich habe echt den Überblick verloren. Also und jede Verhandlung wieder, ja, ist wieder aufs Neue schwer. Manchmal hast du halt mit Behörden zu tun. Behörden finde ich extrem hart, weil Behörden haben halt den großen Vorteil, dass für sie Zeit einfach keine Rolle spielt. Ja. Während Das habe ich auch schon gemerkt. ja, während private Unternehmen haben Druck, haben Kosten, Zinskosten oder so. Alle Zeit der Welt. Oder der Termin am Dienstag klappt leider nicht, weil ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Schnupfen. Aber in 8 Wochen würde gehen. Ja, weil ich bin dann im Urlaub, dann ist der ein Kollege krank. Das ist halt hart. Ne? Und dann und da geht es um dreistellige Millionenbeträge manchmal, die haben die Zinskosten. Und das finde ich halt zum Beispiel so jetzt etwas, was ich total hart finde, weil du kannst ja nichts machen. Ne? Da bist du ja sozusagen als Bürger machtlos. Ich habe einmal eine Situation gehabt, das habe ich auch noch nie so erzählt. Ich habe damals mal so einen Online-Shop gehabt, da wurde mein PayPal gesperrt. Das ist voll random jetzt, aber weil du gerade über Behörden gesprochen hast. Da hatte ich da so 40.000 € eingefroren. Das war mein ganzes Geld damals. Also wirklich mein ganzes Geld. Und ich musste halt Ware bezahlen und so ein Scheiß. Ganz früh habe ich tatsächlich auch mal E-Commerce gemacht. Und dann hat PayPal halt immer so Anforderungen. Ja, keine Ahnung, reiche Rechnungen oder Invoices, was auch immer. Reicht das hoch und dann prüfen wir das, dann machen wir das wieder frei. Und dann hatten die eine Anforderung. Da wollten die von mir irgendwas, Gewerbeschein vom Amt oder so. Ich musste es halt anfordern und dann einfach hochladen. Und das war so das Letzte, was gefehlt wird, damit mein Konto frei wird. Und dann habe ich das gemacht, angerufen. Ich war, bitte, ich brauche das, können Sie mir das schicken und so weiter und so fort. Ja, machen wir. Eine Woche vergeht, 2. Woche vergeht. Und War das nicht da, wo die Polizei... Ja, warte, es war auch ein großer Fehler von mir, aber es war krass. 2. Woche vergeht. Ich wurde nervös, so, weil meine Konten und alles, ich war voll am Arsch. Mein ganzes Geld war halt auf diesem scheiß PayPal-Konto und es wurde nicht freigelegt. Dann habe ich dann nochmal angerufen und hat sie gesagt, wir haben es doch gar nicht bearbeitet. Und dann irgendwann, also beim 5. Gespräch, war ich halt am Telefon, da sind bei mir halt alle Sicherungen durchgebrannt. Da ich also, Digga, ich spreng euren Laden, so, gib mir diese scheiß Gewerbeschein. Ne? Und dann bin ich halt wirklich ausgerastet. Das waren halt wirklich seine Worte. Es war halt leider, also wie gesagt, das war mir die Zündschnur gerissen. Dann bin ich halt ausgerastet. Dann habe ich die halt angeschrien. Ich meinte halt so, ich laufe da rein, ich werde alles zu klein und sage, ich brauche jetzt diesen verdammten Gewerbeschein. Ich verdiene legal mein Geld. Bitte geben Sie mir das. Nö, einfach aufgelegt. Nix. Und dann musste ich, ohne Spaß, also irgendwie hat es dann letztendlich Gott sei Dank funktioniert. Ja, du warst auch dann da waren die Bullen. Genau, dann war ich dann also das nächste Mal da, um den halt abzuholen. Ja, da war dann erst Polizei und dann meinte ich, was... Die haben die Polizei gerufen? Ja, aber weil die halt wussten, dass ich ja den Termin habe. Und dann stand er da halt so und die Frau, und ich dachte erst mal so, vielleicht ist er gar nicht wegen mir, vielleicht ist er einfach da. Ja, und dann saß ich da und dann habe ich halt so gesagt, ja, krieg ich bitte den, ja, danke, bla bla, ausgefüllt. Und dann sagt die Frau so zu mir, sowas tolerieren wir hier nicht. In Deutschland. Und guck ich so, ich meinte so, ja, bei allem Respekt, es tut mir leid, das war ein Fehler von mir, ich hätte das nicht sagen dürfen, aber Sie müssen verstehen. Und dann meinte sie, ja, ist mir egal. Genau. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden und einfach gegangen. Ist egal. Das war geisteskrank. Ich habe 2 Monate, also wirklich, das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Das ist so, Zeit. ja. Das ist so. Ich habe gerade eine Immobilie gekauft in Österreich und im Dezember. Und in Österreich funktioniert alles. Du hast keine Grundbuchvormerkung, dass du schon Eigentümer bist. Nee, das ist jetzt auf dem Notarkonto. Und es ist jetzt fast ein halbes Jahr, dass ich halt noch nicht ins Grundbuch eingetragen wurde. Und so lange gehört mir das nicht. Dauert jetzt fast ein halbes Jahr. Nachgefragt, nee, noch nicht dazu gekommen. Das ist so brutal. Ja, das Geld, die Zinsen sind schon fällig. Ja, weil das Geld ist ja schon da, aber dauert halt. Ja. Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Und es gibt tatsächlich Instanzen, die haben keinen Zeitdruck. Das ist wirklich heftig. Das gibt einen riesen Machtvorteil Das ist natürlich. geisteskrank, ja. Stell dir vor, wir hätten keinen Zeitdruck. Das wäre voll krass. Wenn du Persönlichkeiten siehst wie Donald Trump, würdest du die als gute Verhandler oder schlechte Verhandler einschätzen? Weil auf der einen Seite sagst du, ja, man muss Win-Win-Situationen kreieren, man darf es dem anderen nicht so also ins Gesicht reiben. Macht Trump ja wirklich, also kaum jemand macht so hart wie er. Auf der anderen Seite ist er ein sehr erfolgreicher Präsident gewesen in den 4 Jahren, wo er ja Präsident war. Und er war auch sehr erfolgreicher Geschäftsmann.
Wie würdest du das oder würdest du dem überhaupt widersprechen, den Aussagen, die ich gerade? Nein, also ich habe mal einen seiner Chefverhandler einen Abend mit ihm verbracht, Robert Lighthizer, der die Verhandlungen mit China geführt hat. Der war nämlich auch der war auch bei Scan und so haben wir den Draht eben gehabt. Mit dem habe ich gesprochen und gesagt, okay, es wirkt so hart. Ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, er ist ein Politiker, Trump. Ne? Der will natürlich gut dastehen, also super tough und so, aber tatsächlich in Verhandlungen guckt er schon, was sind die Interessen des anderen. Und die Art, wie er verhandelt, sind zwei Sachen. Er benutzt immer Leverage. Leverage, also Druckmittel. Positiv wie negativ. Er guckt Positives, was kann er dir besorgen, was für dich richtig gut ist. Versucht dir das dann schmackhaft zu machen, was ja völlig legitim ist. Und auch negativ. Wie kann er Sachen nehmen? Also er hat zum Beispiel von Huawei, dem Gründer, die Tochter ins Gefängnis gesteckt, und es als Druckmittel verwendet, extra in China, Trump, ja. Also ins Gefängnis gesteckt in Kanada und dann hat er Auslieferungsantrag nach Amerika, weil er gesagt hat, ja, die verstoßen gegen das Boykott, gegen die Sanktionen gegen Iran und die machen Geschäfte mit Iran. Also ja, und hat das als Druckmittel dann versucht zu verwenden beim Tarifstreit mit China. Also er ist sehr hart manchmal, aber er ist auch sehr entgegenkommend oft. Was er aber nicht so verkauft. Ne? Er verkauft sich als super tough. Was ihn sehr stark macht als Verhandler ist, dass er keine einzige Option ausschließt. Er sagt von Anfang an, alles möglich. Er sagt nicht, wir machen auf jeden Fall den Deal, machen sich keine Sorgen. Oder er sagt nicht, wir bleiben auf jeden Fall in der NATO. Nee, er sagt, nö, wenn der Deal schlecht ist, dann werden wir die NATO verlassen. Also bitte, USA verlässt die NATO, dann ist die NATO ja also dann geht das ja gar nicht. Und das macht ihn schon gut. Also, aber er ist natürlich auch, dadurch, dass er so angefeindet wurde, ne, das hat jetzt nicht gerade seinen Charakter positiv verändert, glaube ich. Ne? Dass wenn du so viel drauf, also wir haben über dickes Fell vorhin gesprochen, wenn du so kritisiert wirst, so fertig gemacht wirst auch, ne? Zu Recht, zu Unrecht, wie auch immer man das macht schon was mit einem. Ne? Also ein richtig gesunder, normaler Mensch bist du dann halt irgendwie auch nicht mehr. Ne? Also das ist halt ein bisschen das Problem, dass er so, du weißt halt nicht, was als nächstes passiert, aber das macht ihn zu einem guten und gefährlichen Verhandler, muss man halt auch sagen. Und er ist ja der Einzige, der keinen Krieg gestartet hat, glaube ich, in 70 Jahren. Ne? Muss man schon sagen. Gab es schon mal eine Person, von der du stark beeindruckt warst? Ja, viele. Also ich bin immer wieder beeindruckt, gerade so Gründer, ne, die so viel geschafft haben. Also euch, ich finde das toll, was ihr geleistet habt, was für tolle Events ihr macht. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend, ne, wenn man wirklich das selber macht. Und ich merke auch, je länger ich in dem Business bin, früher war ich immer sehr beeindruckt, wenn jemand CEO war, ja, gerade von einem Blue-Chip-Unternehmen, einem DAX-Unternehmen und so. Und das ist irgendwie gar nicht mehr so. Jetzt denke ich immer, gut, der ist am besten angepasst. Einfach. Ne? Der hat nicht angeeckt und hat es halt so irgendwie hochgeschafft. Die sind oft auch sehr intelligent, sehr gut, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe jetzt meinen Respekt wirklich für Gründer, ne? Die aus nichts irgendwas aufbauen, ist wirklich immens. Ja. Weil ich meine, wenn du erfolgreich bist, wusste jeder, ja, war klar, der Need war da und so. Aber es war ja nicht so. Du bist gekommen, keiner hat nach dir gefragt in der Regel. Keiner hat gesagt, ey, komm, wir brauchen dich, dass du das jetzt machst. Alle eher so, weiß ich nicht. Und gegen diese ganzen Widerstände zu kämpfen und auch die Gesetze, die teilweise, oder auch die Steuern und all diese Sachen, um es trotzdem zu schaffen, ich glaube, das ist echt, das ist für mich das Respektabelste. Das, wo wir das zum Beispiel häufig spüren, ist, also ganz am Anfang, vor allen Dingen, wenn es darum ging, gute Mitarbeiter irgendwie zu akquirieren, dann haben wir am Anfang halt auch viel Netzwerk irgendwie geguckt. Und mein Cousin und guter Freund von Tarek und mir, der dann noch dazu gekommen ist und so weiter. Also viel Netzwerk war am Anfang und das waren halt meistens diejenigen, die auch mehr oder weniger ich will jetzt nicht sagen keine Wahl, die hatten schon eine Wahl, aber das war schon so die beste Opportunität bei uns anzufangen. Ne? Wohingegen es dann auch wiederum Leute gab, die dann halt diesen klassischen CEO-Weg gehen wollten oder nicht CEO, aber halt große Unternehmen. Genau, so großes Unternehmen, in die Konzernstruktur einsteigen, 2 Stunden die Woche arbeiten, Fitnessstudio um 13 Uhr, so diesen Weg halt, weißt du? Und diese Leute kommen dann halt nach 4, 5 Jahren und sagen, ja, am Anfang, das war irgendwie voll unseriös, was ihr gemacht habt. Aber jetzt ist halt vorsichtig ausgedrückt, der Erfolg halt so strahlend, dass sie sich halt so anfangen, also das beobachten wir aktuell sehr viel, die hinterfragen dann so, ja gut, war das dann doch vielleicht falsch, dass ich nicht noch früher dort eingestiegen bin? Oder war das, was ich bisher gemacht habe, so meine Realität vielleicht doch nicht die richtige? So, das haben wir schon relativ häufig in letzter Zeit. Ne? Ja, das ist so, also klar, du hast halt im Konzern auch viele Vorteile. Ne? Ich meine, du hast, was weiß ich, du kannst einfach krank sein, 3 Wochen und es passiert irgendwie nichts. Ja. Du kannst, wenn du in guten Hotels sein, weil die halt gute Verträge haben, Business Class fliegen, also auf einem gewissen Level halt. Ne? Das ist ja alles da, das interessiert auch niemanden. Das ist nicht so, das müssen wir jetzt irgendwie
tut uns weh oder so. Es ist halt einfach, es ist ein Riesenladen. Aber es hat auch unheimlich viele Nachteile. Ja. Und das ist halt eine Typenfrage. Weißt du, und das ist halt, du darfst halt nicht negativ auffallen. Das ist oft das Geheimnis des Erfolges in diesen Strukturen. Genau wie im Militär bei Soldaten. Ja. Wenn du einen Negativeintrag hast in deiner Akte, und du kannst auch Recht gehabt haben, aber es ist ein Negativeintrag, dann wirst du nicht befördert. Ne? Das ist hart. Also die oben sind die nicht negativ aufgefallen sind. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Gibt es so ein negatives Ereignis in deinem Leben, vielleicht auch so als letzte Frage, ein negatives oder mehrere negative Ereignisse in deinem Leben, wo du extrem viel von gelernt hast? Ja, das muss ich echt überlegen, weil es gibt so viele Sachen, die halt auch nicht geklappt haben. Ne? Auch gerade in der Selbstständigkeit oder ja, auch Verhandlungen, wo ich am Anfang, also ich habe einfach zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich zu sehr involviert bin in den Verhandlungen, es eigentlich schlechter wird. Also dieses Emotionale, das habe ich echt, also weiß nicht, wenn ich das so sagen kann, das war eigentlich so, dass ich in eigenen Sachen, also ich habe alle Herzensangelegenheiten, die ich hatte, habe ich eigentlich nicht gut gelöst. Ja. Ich merke, je cooler ich bin, je stoischer ich bin bei den Sachen. Ich meine, ich liebe meine Klienten und Kunden natürlich, aber halt nicht so sehr, wie ich mich selbst liebe. Ja. Und das ist eine gute Lesson einfach gewesen. Das hat mir ja schon gesagt, das ist jetzt leider keine Neuigkeit, aber ja, das würde ich sagen. Ja. Und auch im Umgang. Ne? Ich bin halt ein Typ, der sehr, sagen wir mal, to the point ist. Ich mag halt so Vorgeplänkel nicht. Und das ist oft ein Fehler. Also, dass man als zu grob einfach rüberkommt und unsympathisch. Ja. Und das ist halt etwas, an dem man auch arbeiten muss. Also ich jedenfalls, weil früher war ich, glaube ich, auch netter einfach. Ich war früher sympathischer. Also ich habe einmal gemerkt, früher mochten die Leute mich lieber, so im Umgang. Die haben positiver reagiert. Und wenn du aber viel zu tun hast, ne, dann wirst du halt eher so to the point, komm jetzt, du musst jetzt keine Zeit verschwenden. Das ist einfach, das ist nicht gut. Ja? Sondern ich habe echt daraus gelernt, dass ich viele Widerstände deswegen hatte, wenn ich so bin. Und deswegen muss ich mich mal zurücknehmen und sagen, okay, erstmal an der Beziehung arbeiten, auch wenn ich mir selber denke, komm, ja, let's go. Ich habe noch 10 andere Termine. Ist aber nicht gut. Also das ist jetzt so eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich merke, dass die Leute auf mich irgendwie so ein bisschen aggressiv oft reagieren und die sagen, ich bin zu grob, zu harsh einfach. Du bist ja auf unserem Monaco Masterpiece dieses Jahr mit dabei. Hast ja einen ganzen Tag, der dir gewidmet ist, wo du die Leute einmal richtig durchhaust. Was können die Leute erwarten? Oder hast du vielleicht schon Gedanken, so teasermäßig? Ja. Nee, ich kann was dazu sagen. Also für mich ist total wichtig ein Unterschied zwischen Kennen und Können. Ne? Du kannst Videos sehen auf YouTube, du kannst dein ganzes Leben mit YouTube verbringen, du kannst Bücher lesen. Aber es ist genauso wie mit Schwimmen. Ne? Du kannst schwimmen, 10 Bücher lesen, dann spring ins Wasser, guck, was passiert. Ne? Und Verhandeln ist halt eine Skill, die du lernen kannst. Und mir ist halt echt wichtig, dass die Leute nach einem Tag rausgehen und es können. Also du gehst sofort raus und du wirst mit einem One-Pager da rausgehen, in einem Playbook, mit dem du jede Verhandlung vorbereiten kannst. Ja? Und das ist mir echt wichtig, dass die Leute, die da rausgehen, können das dann. Ja? Nicht nur so mal gehört oder so. Ich kann jetzt verhandeln und es wird messbar besser sein danach. Also das ist überhaupt kein Vergleich und ein Tag ist gut. Also weil wir da auch Übungen machen können, also es ist wichtig, dass wir den Tag haben. Dass du es eben nicht mal gehört hast, ein paar Witzchen, ein paar nette Geschichten aus dem Nähkästchen. Okay, das ist alles dabei, natürlich. Aber vor allem gibt es halt viele interaktive Übungen und Simulationen, dass du halt richtig verhandelst. Ja. Mega. Ja, cool. Jack? Für alle, die es auf YouTube schauen oder auf Spotify zuhören, abonniert unsere Kanäle, abonniert auch Jack auf seinen Kanälen. Und für die Leute, die in Monaco dabei sind, herzlichen Glückwunsch. Für die, die es nicht sind, vielleicht nächstes Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, ciao. So, wir sind wieder da. Wir hoffen, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn du mehr solcher Formate sehen willst, dann schreib es jetzt unbedingt in die Kommentare. Das Einzige, was wir brauchen, sind Likes, Kommentare und dein Kanalabo. Denn das ist die Art und Weise, wie du uns signalisieren kannst, dass du mehr davon willst. Wenn du Fragen hast an unsere Interviewgäste, an Professor Dr. Jack Nasher, dann schreib es in die Kommentare. Und wenn du mehr lernen möchtest über unsere Interviews hinaus, dann habe ich jetzt etwas für dich. Einen kostenlosen Kurs, die Prinzipien der Skalierung, Phase 1, findest du. Den kompletten Aufbau unseres Kurses, wie man sein Geschäft von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze bekommt. Dieser Kurs ist 14 Tage kostenlos. Du musst nur deine E-Mail hinterlassen und er wird für dich freigeschaltet. Schau in die Beschreibung, klick auf den Link und sichere dir jetzt unseren Kurs. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.